mal wirklich, die Inji-Einstellung, ich komme auf den manchmal besser zurecht, als wenn ich rumdoktor. ah, bitte. Ja. So, Einladung. Wo ist die Einladung? Jo, Moment. Habe ich dir doch schon. Ach so. Okay. Aber ich schicke dir nochmal eine. Ne, habe ich schon. Ja, dann habe ich vom Lars die Einstellung geklaut, die ist aber auch scheiße. Oh, Lars und Jan Entschuldigung. ist immer äußerst schwierig, ne? Ja. Und Die, jetzt Ja. darf ich die mir schieben sogar- immer so wie Hulle, die Ja, Setups. und, genau. Und dann darf ich mir jetzt sogar angucken, dass der mit dem Wolftanz hier sogar vor mir rumfährt. Naben Barclay, grüß dich. Wir haben auch geübt. Ja, mindestens zweimal gefahren, ne? Das Rennen. 50%, oder? Echt? 2 Sessions seid ihr gefahren? Ne, wir sind eine gefahren. Ja, zusammen, aber Wolfi musste ja nochmal Setup dann und ist dann nochmal Servus, Barclay. gefahren, oder? Ja, das ist schon wahrscheinlich, ja. Das ist ja, Rennen, das ist ja Rennen noch bin ich- nerdiger wie Markus, wollte ich schon sagen, wie Christian. Rennen bin ich nicht nochmal gefahren. Bist nicht gefahren, Nur okay. Zeitfahren. Nur Zeitfahren. Ach, ständig Wolf, Emma, ey. Ja, ich fahre beim Start geradeaus, flex so viele Leute weg, wie ich kann und guck zu. Fertig. Testrennen ging ja gar nicht, was das Auto gerutscht ist, das war ja unnormal. Ach, da werden ja heute gar nicht so viele, ne? Kann das sein? Chris Also fehlt noch? Hühnchen hat sich abgemeldet und wer ist noch? Lena- Emir müsste da sein, oder? Emir hat sich nicht abgemeldet. Also als X Genau. ist bloß Linas, der ne, Stubentiger, Surreal JT. Hühnchen ist Ja. ja gar nicht drinne beim X zumindest. Nee, hat er wahrscheinlich nicht gemacht, aber der hat mir geschrieben. Ja, Okay, ne, war sich noch nicht Emir. sicher, ob er schafft, aber er hat dann vorhin geschrieben, nee, er packt es doch nicht. Und Emir hatte ja gestern gefragt, ob wir morgen oder Donnerstag fahren. Hat er sich Genau, drauf der geschrieben, macht 20. mit. Also sagt das zumindest. Lad mal jetzt auch mal die Achso, Runde ein. Hühnchen hatte heute, nee, auch gestern geschrieben, weiß noch nicht, ob ich dabei sein kann. Genau, Mhm. genau. Aber er hat heute abgesagt. Also fehlt nur noch Jan ist da, ne? Das wird doch Ja, stumm. Ja. Nee. Ja, ich bin da, aber ich komme irgendwie nicht ins Ligarennen rein hier. Oder Ah, ja. seid ihr noch? Ist noch gar nicht. Doch, Doch, schon doch. drin. Warte mal, ich gebe dir mal eine Einladung. Ja, Warte, stopp. es gibt Achso. Gibt's. aktuell Probleme, gab es gestern auch schon irgendwie. Irgendwas stimmt mit den Servern nicht. Also es könnte auch passieren, dass der eine oder andere vielleicht sogar aus der Lobby oder aus dem Rennen rausfällt. Ihr wisst ja, wie er wieder reinkommt. Ich hoffe nicht, dass es komplett ausfällt. Nee. Kann ich euch nicht sagen. Tower, du musst noch dein Team auswählen. Achso. Ich war überrascht, und zwar mehr als nur, dass der Wolfi, wo er rausgeflogen ist, in einem normalen Multiplayer-Session wieder rein ins Auto. Ja, das geht aber. Das Aber funktioniert. in einer normalen Multiplayer-Session war ich jetzt echt überrascht, dass das geht. Aber auch noch durch deine Einladung. Ja. Ja, das Ja, ja, genau. Ja, Ja, du ja, musst ja. nur einladen, ja. Das müsst ihr, glaube ich, nicht machen. Ihr könnt, glaube ich, über die Liga reingehen. Aber wenn es jemand gibt, der da schnell ist oder so und das während der Fahrt machen kann, klar, geht das auch so. Ich melde kommst mich nicht noch mal rein. kurz ab. Ja, alles gut, kein Stress. Ich melde mich noch mal ab. Da geht schon Ja, los gut. mit den Problemen. Aus Discord musste er jetzt eigentlich nicht raus. Er musste eigentlich nur mal das Spiel beenden und starten. Aber egal. Na, vielleicht hat er die Keine Ahnung, seit PlayStation gestern. Naja, gut, das liegt nicht an der PlayStation, weil die anderen Games funktionieren ja. Ich glaube, dass gerade Formel 1 die Server irgendwas nicht in Ja. Ordnung ist. komplett. Schauen wir mal, was wird. Das wird. Was wird? Was wird? Au, grüß dich. Tja, vorletzte Rennen, Jungs. Wie geht's danach weiter? Wir machen schon eine kurze Pause, oder? Mugen will gleich wieder weiterfahren.
Wie Pause? Ja, na, das Pause. wird, also Ja, maximal der braucht 2 eine Wochen. Pause. 2 Wochen eigentlich, aber hier, was du gesagt hast, hier 4 Wochen oder sowas. Ja, ich habe an Schmecki gedacht, weil ich nicht wusste, wie lange seine Fußballdings geht, dass er wieder mit am Start ist. Die spielen doch Fußball bis spät in Herbst rein. Also macht Entschuldigung. gar keinen Unterschied. Wird ja dann aber auch dunkel, dann gehen sie ja wieder in die Halle. Vielleicht ändert sich das ja dann, weißt du, deswegen. Seit wann spielen die in der Halle Fußball? Gibt doch Halbfußball. Ja. Aber wenig. Er kann ja auch sein Setup mitnehmen zum Fußball. Genau. Also wenn Laura, die bei mir ab und zu mitfährt, ne, Urlaub in Ja. Portugal macht, ihr Simrik die Playstation und das Lenkrad mitnimmt, dann weißt du Bescheid. Echt jetzt? Ohne Scheiß. Dann, Geil. ist dabei in Portugal. Die sind dann abwechselnd mitgefahren. Einmal der jeder, der halt gerade Bock gehabt hat, ist gerade gefahren. Also, so viel dazu. Cool. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie Christian im Flieger eincheckt mit einem Bügelbrett und so. Da kann sich nicht jeder ein Surfbrett leisten, ne? Ja. Das ist geil. Surfen, das ist zum Surfen. Noch einfach um den Bügelbrett. Ja gut, mit dem Bügelbrett kannst du ja keinen erstechen. Also daher ist es... Ja, aber wäre schon geil. So Klappstuhl, Bügelbrett, Lenkrad. Ich hatte früher mal von Ikea, gibt es ja diesen Holz-komisch Wippstuhl hier, ne? So ein bequemer ja fürs Wohnzimmer. Mhm. Mega geil für einen Simbrink zum Fahren. Ah ja. Immer muss man auf die Fasties warten, ne? Das ist. Dann sind wir heute 8 Fahrer, stimmt das? 6, 7, Ja. 8, ja, na, wenn Emir sich jetzt nicht in den nächsten Minuten einfindet, dann... Ach so, Emil, stimmt. Ich habe keine Ahnung, ob der bei euch irgendwo auf der PlayStation Online ist oder in der Liste. Bei mir nicht. Ich habe ihn, glaube ich, bei mir nicht in der Liste. Nein. Warte mal, aber ich habe ihn. Er ist hier noch offline gezeigt unter den Plattformen. Ich hab gestern mal bös Guck ich aufgeräumt. doch noch mal ganz kurz, ob er im Discord geschrieben hat. Vielleicht kann ja sein. Ja, weil gestern Genau. hat ja Cisco auf ihn geantwortet, dass heute gefahren wird, 20 Uhr. Ja. Ich? Nö. Doch, doch, Also er natürlich. Du hast Er hat auf geantwortet. den Haken gesetzt. Also, Vielleicht doch verpennt. Achso, ja, stimmt. Er hat den Haken gesetzt und Cisco hat. Er ist bei Dings nicht online. Warte mal. Ja, Dr. Ah. Garche braucht er eh noch ein Stück. Vielleicht kommt er da Nee, derzeit er ist noch. drin. Er ist Ah. drin. von da. Aber das Internet sieht beim katastrophal aus bei mir. Das ist immer so, das wechselt. Nee, nee, bei mir ist grün. Ja. Ihr seid alle grün. Das passt eigentlich. Ja gut, wir werden sehen. Also geht mal davon aus, dass der eine oder andere wahrscheinlich aus der Lobby fällt. Vielleicht So, auch ich. jetzt bin ich da. Keine Servus. Ahnung, was da los ist. Da sind ja für den Jan heute mindestens 3 Punkte drin sogar. Na, aber derlich. Also was haben wir jetzt? 10 nach. Wir warten mal noch 5 Minuten Auf Ja. wen? auf Emir, weil eigentlich hat er sich dazu. Ah, okay. Vielleicht hat er auch ein Problem mit dem anderen. Also ich bin jetzt über deine Einladung mal reingegangen, nicht direkt. Jetzt, ich hab's nochmal komplett runtergefahren und wieder hoch. Okay. Gomik. Tower ist ganz nervös. Ja, ja, der Ja. freut sich schon auf. Der will gleich unsere schönen Setups alle testen. Gibt kein Setup von uns. Doch, hat er doch schon ausprobiert. Ja, die sind aber alle scheiße. Ich fahre mit 3. Genau.
Richtig. Hat er doch gesagt vorhin, alles scheiße. Ja. Und ich soll liebe Grüße an diese schönen Menschen ausrichten wieder hier Ah. im Discord. Sehr gut. Grüße zurück. Oh, das geht ja runter wie Öl. Ja, Grüße zurück. Bist du noch in einem anderen Discord? Multi-Discord mache ich ja. Ja. Ihr werdet nicht gemobbt, der einzige, der mobbt bin ich. Oder gleich. Du weißt doch, 9 von 10 finden Mobbing okay. Genau. So ist es. Das stimmt, ja. Guter Spruch. 9 von 10. Das ist ein guter Schnitt, also sorry. Ja. Das heißt, wir mobben jetzt alle die, die nicht da sind. So, oder gleich. Ja, sowieso. Ach, bei ihm, der kann ja eh nichts. Doch, braucht den. Das hatte ich damals sogar bei mir auf Arbeit gehabt, wo ich mit meinem Bruder zusammengearbeitet habe. Wenn mein Bruder nicht da war, wurde über meinen Bruder hergezogen. Und wenn ich nicht da war, wurde über mich hergezogen. Ganz krasse Nummer Ihr gewesen. müsst ja schon schlimme Jungs gewesen sein. Nö, das war einfach so. Dort ist sich das Maul halt eben zerrissen über uns. Du hast einen 3 Bruder. Minuten noch. Also er Ich hab meldet einen sich Bruder, nicht. ja. Okay. Dann go, komm. Go, go, go. Komm, ich will jetzt gewinnen. Ja, warten wir mal. Gebt mal noch bitte. Danke, 15 war ich wunderbar. 20:15 Uhr. Ja, jetzt warten wir mal die Seine 2 Zeit. Minuten noch. Ja. Ich habe ihm auf jeden Fall eine Einladung noch geschickt. Ich mache das auch nochmal. Auf die kann er dann trotzdem hinzujoinen. Wo ist er denn jetzt? Ach, hier Wer unten. hat denn da noch was gewechselt jetzt? Da Ist war er online? Siehst du das? Nee, er ist nicht online. Nee, nee. Okay. Also weder bei Discord noch. Die Lackierung gewechselt. Achso, deswegen sind die Autos hinterhergesprungen. Kann es sein, dass aus der E-Mail gestern rausgehauen hat? Dann war er nicht beabsichtigt. Entschuldigung. Ich musste mal gestern meine Freundesliste aufräumen, es waren zu viel. Du hast Freunde? Nee, Du musst ja nicht viel Jetzt nicht aufräumen. mehr. Da geht Nur Robben die- schon los, ey. Nur die Aufmerksamkeit im Stream haben wollen. Ja. genau. Komme ich jetzt ins Fernsehen? Nein. Kannst du mich mal War dabei. grüßen? Das sind eigentlich die Besten. Kannst du mich. Ja. Dafür kann ich Weiß sagen. Weiß. Ich habe auch letztens an der Börse spekuliert. Bei meiner Mama. Der Tower wieder. Tower ist wieder gut drauf, ja? Bitte, Okay, Viertel. Wir beginnen. Zeit komm ist hier. um. Ja. Mach bereit. Guck, der hat irgendwas Oh, du am hast Finger, das oder? Der abgemacht. Controller ist kaputt. Nee, 2 Ja, und 1, gut, ne? gut. Ist klar. Das ist nachher schlecht, wenn wir Pause machen wollen. Ja, Oh Gott. das wird schwierig. Ja, genau. dann wissen wir auf jeden Fall schon mal, wer es war. Ja, Tower war's. Also Schoko, kannst ruhig drücken. Wir schieben es dann auf Tower. Ja. Genau. Ihr seid drauf. Es ist eigentlich immer Tower. Ja. Besser gut drauf als Arm ab. Das stimmt. So. Cisco, hast du deinen Nazi-Stream jetzt auch angemacht? Warte mal, jetzt bin ich wieder sauber, nur damit er klar ist.
Drauf. Ei. Wohl noch umgedreht. Freigeschaltet bist. Mir ist das seit Samstag wieder freigeschaltet, bitte. Ja, also wäre schön, wenn es so bleibt. Ja, dann werden wir dafür sorgen, dass das nicht mehr so lange ist. Okay. Halt. Ja. Es regnet. Jawohl. Alles fertig. Ja, klar. Bitte weg vom Auto. Wir sind startbereit. So, Full wird. Okay. Und dann ausfahren. Da ist noch ein Aston Martin durchgehuscht. Schießen ab. Wo? Da muss noch ein Step. Besser. Ich fühle mich schon viel sportlicher hier in meinem Rennsitz. Wer fährt nach vorne so langsam? Tower. Oh, Cisco, dann gib mal Gas. Ich bin dran. Ach nee. Dankeschön. Dankeschön. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Alter, ich fasse es nicht, ey. Der Wolf ist schneller als ich, ey. Unser Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer. Lass mal wieder aufladen hier.
Das war knapp. Das musste gehen, München. Das musste gehen. Komm, befreien. Gib Gummi. Hühnchen doch da. Ja, Hühnchen fragt, ob er noch reinjoinen kann. Ja, soll er probieren. Ja, wir warten. Also wir entscheiden das selber. 24,3. Aber wäre schön, wenn du dann jetzt kommst und nicht erst Stunde. 33,6 Ja, Kilometer pro Stunde. weil, was haben wir? 11 Minuten, knappe 12 Minuten noch, also kannst du noch eine schnelle Runde fahren. Wenn du dich richtig beeilst, sagt er, Jan, wie gesagt, hast du mitgekriegt, noch reicht vielleicht noch ein Ründchen. Keine Ahnung. Musst du gucken. Ich habe ihm eine Einladung Es sind nur geschickt. ein paar Wagen auf der Strecke, das sollten wir vielleicht nutzen. Du hast eine Einladung gekriegt? Ja, wobei hörte ich ja bei mir. Wollte ich mal sagen. Ja. Ja, das hört er, ja. Und schon wieder ein Pünktchen verloren, ne? Mensch. Dritter Platz, was ist denn da los? Geübt. Und Die anderen Frage ist halt, wie aggressiv hast du wieder dein Setup? Es ist auf jeden Fall eigentlich nicht unbedingt das Rennsetup, was ich jetzt fahre. Aha. Hat er da gedoktert. Weil ich habe vorhin auch ein bisschen am Flügel rumgespielt, war eine halbe Sekunde schneller. Aber ich habe dann auch schon gemerkt, wie das Auto ein bisschen mehr rutscht und das wollte ich nicht wegen der Reifen. Also wenn ich so den Mittelsektor ansehe, bei Wolfi fährt er mit Standard 5 wahrscheinlich. Ja, Standard 6. Eine Sekunde schneller wie Chris. Da hast du wahrscheinlich auf den Geraden den Vorteil, aber verlierst in den Kurven. Aber scheint sich ja zu lohnen. Ja, hinten raus verlierst du halt. 1,7 Sekunden. Ja, das sind halt die langsamen Kurven. Ja. Ne? Box. Denk dran, dass es beim Fahren und vor allem auf Keine rein. Gib Gewichtsverteilung Gummi her. ankommt. Ich hab doch keine Zeit. Nicht der Schwerpunkt nach vorn, wenn du beschleunigst nach hinten. Und wenn du die Richtung änderst, zur Außenseite des Autos. Eine Chris höhere hat Last bestimmt auf schon wieder jedem diese Reifen ganzen bedeutet Pylonen mehr dort Grip. rechts weggekickt. Achte auf eine gleichmäßige Steuerung, um eine abrupte Gewichtsverteilung zu vermeiden. So, Hallöchen. guten Tag. Servus. Na, Ich habe dir eine Einladung Hola. geschickt, Hühnchen. Jo, ich schau gleich mal nach. Müsste aber eigentlich funktionieren. Musste gucken, ob du kannst eigentlich, glaube ich, in deine Autos joinen. Du musst ein bisschen durchs Menü dich zappen und dann sollte das eigentlich kein Jo. Problem sein. Du hast noch gute 8 Minuten ab jetzt. Ah, dann ist ja gut. 8,5. Dann geh vom Platz.
Ja, da wird nix. Mhm. Kannst du mir nur kurz... Fertig. Bereit. Ach, der Karl. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. So. Ganz schlechte Idee von mir. So, Hühnchen, bist du drin? Nee, noch nicht. Weil da steht nämlich die ganze Zeit Verbindung mit Online-Diensten. Ah, okay. Hat Also man ich hab's vorhin auch jetzt- schon mal. Ja, Hattet ihr das Problem auch schon? ja, schon seit gestern gibt es irgendwie, glaube ich, Probleme. Aber du bist über meine Einladung rein? Na, wenn ich über die Einladung rein will, muss ich ja zu Freunde und Einladungen und Anfragen, oder? Im Spiel halt, ja. Da kriegst du im Spiel so eine... Ja, ja. Bloß da lädt es dann halt immer und geht irgendwie nicht. Auf die Zeit reicht, sonst habe ich es verschissen. Dann war das mit dem Experiment ein schlechtes Experiment. Ist das Quali schon rum? Noch nicht? 3 3 Minuten, ja. Minuten, 3,5 Minuten noch. Okay, gut. Ich glaube auch, du solltest die jetzt versuchen, weil nachher im Rennen wird es nicht mehr funktionieren. Alter, das Game ist ja gerade so lahm mit der Internetverbindung. Naja, da gibt es irgendwelche Serverprobleme. Jetzt geht's. Ja, jetzt musst du gucken, Gut, dass du da durchs bin ich. Menü kommst. Ich weiß nicht, in welchem Auto du jetzt sitzt. Du kannst aber oben, es gibt, glaube ich, über die Menüleiste oder Menüführung kannst du dann in dein Auto joinen. Hoffe ich mal. Das geht tatsächlich nicht.
Wo sitzen jetzt drin? Geht klar. In gar Boxenstopp keinem in Auto. dieser Runde. Kannst du nicht übers, was ist denn das? Über nee, nicht Option. Zuschauermenü eigentlich. Eigentlich Ja, man muss halt, wenn man in der Lobby ist, rüber so ein Ding rübergehen und dann kann man ja sein Team und seinen Fahrer auswählen. Aber das geht nicht, weil die so rot hinterlegt sind und die kann man halt nicht auswählen. Obwohl du ja eigentlich Ich weiß nicht, vielleicht geht's, wenn das Quali durch ist, dass ich es dann auswählen kann und dann halt reinscheinen kann. Oh, das geht halt im Ligabetrieb nicht. Da kenne ich mich jetzt nicht so aus. Ich weiß, sonst kann man reinjoinen. Aber dann fährt das Auto schon, weißt du, das ist ja schon auf der Strecke. Das ist der Unterschied. Wenn du rausfliegst. Fährt ja die KI weiter für dich. Stimmt. Ja gut, auswählen kann ich auf jeden Fall nichts irgendwie. Wenn ich jetzt Session beitreten mache, schaue ich ja einfach den Quali dann zu. Wahrscheinlich. Ja, Passiert ja eh nichts. Kannst ja machen. Vielleicht kannst du trotzdem durchs Menü gehen. Würde ich ausprobieren. wie meinst du das Menü? Also jetzt soll ich jetzt einfach Also- der Session mal beitreten oder was? Ja, du bist ja schon rein, aber du wirst dann wahrscheinlich uns nur zugucken, gell? Ich bin noch nicht auf Session beitreten gegangen, aber ich werde euch dann zugucken, ja. Wenn ich das mache. Dann bin ich im Zuschauermodus. Ja, du musst aber in Zuschauermodus, weil dann kannst du durch die Autos joinen. Da musst du rein. Ja, dann mache ich das jetzt. Aber, Ich kenne mich damit nicht so aus, deswegen. aber es stimmt, wird wahrscheinlich sein Auto nicht drin sein, weil sein Auto ja jetzt hier nicht mitfährt. Ja, bin ich mir nicht so sicher, wie das im Ligabetrieb ist. Ja, soll es einfach mal wo sind denn die ganzen Schilder hin? Wir hatten hier schon wieder die Schilder weggefahren. Chris hat auch eine sehr eigenartige Linienführung außerhalb der Strecke. So, Zuschauermodus. Du bist jetzt im Zuschauermodus. Also ich vermute mal, die ganzen Pylonen, die da an der Seite fehlen, das sind alles, gehen auf Chris seinen Nacken. Naja gut, jetzt bin ich halt im Zuschauermodus erstmal. Probier mal, es sind noch... Na, jetzt ist eh die Session rum. Ja, immerhin nochmal verbessert. Hat aber nicht viel gebracht. Das Experiment vorne hätte ich nicht machen sollen. Das war eine Gut, jetzt bin ich mir auch noch schnell runter. Oh. Hühnchen, kannst nicht durch die Autos das streuen oder so? Geht nicht, ja? Nein. Wie gesagt, sein Auto ist ja nicht da. Ja, schon. Aber bei mir in der Box steht zum Beispiel auch mein Teamkollege drin. Ja, ich Hat kann doch hier im einen Kommentator. Zuschauermenü gar nichts. Ich kann ja nur mein Zuschauerding managen. Wie es angezeigt wird, das Spiel. Ja, ja. Na, jetzt müssen wir mal gucken. Es kann aber sein, dass du nicht mitfährst, weil... Ja. Mach das Auto nicht kaputt. Hattest du was im Delta, Chris? Was? Hattest du was Gutes im Delta vor dem Quersteher? 4 Zehntel. Grün. Ja. Okay. Naja, sehen wir ja gleich, ob es geht oder nicht. Das sah halt so aus, als wollte Wolfi Windschatten bei Tower haschen. Ja. Jetzt in der Boxengasse krieg ich Windschatten. Wolltest du durchfahren? Hattest du noch was oder wolltest du so oder so in der Box? Wolfi. Ich wollte sowieso in die Box. Hab Okay. ich ja gesagt, ich bin nicht mehr auf einer schnellen Runde. Hab schon Okay. auf der Geraden gesagt zu ihm. Jo. Ist gut. Alle Wissen wir durch? nicht. Ah, ne, Christian ist noch nicht. Okay. Christian Ich steht ja würd- bloß hier irgendwo kurz vor Start und Ziel, weil er keine Lust mehr hatte. Bei Base habe ich schon. Ah, schon beendet? Ah, gut, dann muss die Zeit jetzt noch runterlaufen. Ich würde sagen, reicht uns 20:40 Uhr Start? Jo, Dann beeile kann Hühnchen noch mal probieren.
Soll er Ja, nicht ich reinkommen? probiere es auf jeden Fall nochmal. Ich kann auch, wenn es jetzt nicht klappt, nochmal raus aus der Lobby und nochmal neu reinschauen. Vielleicht geht's te- dann, weil... Du testest einfach, es kann aber sein, dass Ja. du gar nicht mitfahren kannst. Dass das einfach im Ligabetrieb ein bisschen anders ist. Ich weiß, dass Ja. ich irgendwo mal zugejoint bin, ich weiß nicht mehr bei wem, beim Christian und hatte auch gar nichts ausgewählt vorher. Dann konnte ich durch die Autos scrollen irgendwie. Keine Ahnung, wann das funktioniert hat. Und Grüß saß dich, dann im Mann. Cockpit. Das ist, wir fahren hier Liga, das geht leider nicht heute. Aber wir fahren zwar einmal die Woche. Denk guck bitte mal, an, denk bitte an X Sorry. jetzt, ja, dass man nicht X Ja. drückt, dass Hühnchen vielleicht nochmal die Chance hat, vielleicht doch mitzufahren. Disco, was war los? Ne, weil einer gefragt hat, ob man mitfahren kann. Nee, ich meine, warum bist du dort hinten? Tja, So. ich habe mich verspekuliert, ich habe was probiert. Okay. Ich sitze jetzt tatsächlich im Ferrari. Du sitzt im Ferrari? Okay, probier's aus. Also, Ich kann jetzt auch meine Strategie bearbeiten und so, also Okay, gut. scheint ja zu super. funktionieren. Jetzt halt bloß Also- im falschen Auto, aber egal. Das ist egal. Weiß nicht, Naja, wie das gut, nachher. Dann würde ich nochmal kurz aufs Klo gehen. Ja. Und dann Also Jungs, können wir ich weiter. wünsche euch viel Glück. Bis nach dem Rennen. Jo, Viel Spaß. Ciao. ciao. Ui. Ah, scheiße, was machen wir denn? Der Schnack, ey. Wirst du hier noch attackiert beim Fahren, ey. Was machen wir denn? Du, und nichts drücken. Bin mal gespannt, wer zuerst wieder drückt. Wenn, dann wäre es schon aus Versehen passiert. In einer Minute geht's ja los. So. Ferrari fährt er, unser Freund. Schön, schön. Wo bist du sonst drin? Sonst im? Ich? Visa Cash App. Im Visa, ja. Ah, Visa. Ich sitze im Visa. Naja gut, besser als gar nicht mitfahren, ne? Ja, müssen wir Dann- da mal gucken, ob die Punkte automatisch drauf gerechnet werden oder wenn, dann muss Lars dann noch was machen. Nein. So, 40 haben wir. Bin ja so schon froh, dass ich noch mitfahren kann. Die Punkte sind mir da jetzt eigentlich egal. Wenn es so ist, bitte mit Vollgas einen Tower abschießen. Danke. Ja, beschrei's nicht, der Hühnchen verbremst sich öfters mal gerne, ne? Also, das habe ich jetzt nicht gesagt. Nimm's dir. Ja. Ja, ich setze heute wieder auf Coco, der kommt an der erste Zielgerade, kommt er direkt ruhig gepfeffert hier. Das ist wie Wer bei mir. Wer will abgeschossen werden? Das ist wie bei mir am Samstag seit langem der VR gezockt, Gran Turismo. Und dann kommst du an der ersten Kurve beim ersten Rennen erstmal so ein Fuchs durchgeflogen. Ja, geil. Ich bin safe beim Start, ich bin letzter. Dann kannst du wenigstens ein paar überholen. Jo. Nö. Der Fahrer des Oh. Tages ist Naja, gut, wahrscheinlich eigentlich- safe. Ich finde es gar nicht so schlimm, dass ich letzter bin, weil Mugen und Chris würde ich sowieso im Rennen nicht kriegen, also da ist eigentlich egal, ob die mir beim Start davon fahren. Was? Was setzt du denn für niedrige Ziele hier? Willst du dich beim Pöbel mitgesellen oder was? Du musst den Morgen so ein Wirtschaft bisschen ist denn- anschubsen, ne, damit er dann aus der Kurve fliegt. So ein bisschen Rennrace. Tat- Ne?
tatsächlich die Kontakte, die Hühnchen hatten, ja gut, außer das eine Mal ich, wo ich wenig Platz gelassen hat, aber ansonsten hatte bisher keiner Nachteil gehabt, glaube ich, wenn er sich verbremst hatte. Außer er selber dann. Na, Na, Gebrüder einmal in Fast. Katar hast du mir keinen Platz gelassen. Das ist das einzige, wo... Ja. Ja, genau. Ansonsten habe ich jetzt zum Beispiel in China, habe ich mich zu weit raustreiben lassen und bin dann halt gegen den Tower gekommen. Ja. So, geht los. Und ich weiß nicht, ich glaube, wo war das? In Spielberg, also da habe ich mich ja wirklich Ja. komplett verschätzt in der ersten Kurve. Da hast du es komplett verhackt. Aber ich war richtig froh, dass ich Chris nicht mit weggehauen habe, weil das hätte Ja. mir echt leid getan. Ist das nicht auch der Antonelli in Spielberg? Erste Kurve Ja. geradeaus durch? Ja, ne? Ja, in der Damals. dritten Kurve war Oder in der das. dritten. Also bist ja in guter Gesellschaft, also das können andere. Naja, schauen wir mal. Erstmal dran gewöhnen, hier vorne zu stehen. Soweit. Den Druck musst du aber erstmal aushalten, ne? Ja. Hey. Ja, was willst du? Und die Sonne sind hier? Ich Blocko und Hühnchen fahren nicht los. Oh, Alter. Ja gut, dann warten wir halt hier. Also, Schoinchen von. Ja, dann warten wir halt hier das Gute. Leistungsfitnessing ist es Gesellschaft. Ging schon wieder in der Einführungsrunde los mit dem Kontakt. Coco, wenn du jetzt mega doof dastehst, ne? Dann drück gleich mal Kreistaste, du Nase tauschen, einstellen. Ne? Ich bin nirgends hochgefallen, das ist ja das Beste. Ja, Das ist ja geht gar geil. nicht, Cisco. Achso, okay. Wenn man hier rumsteht, funktioniert das nicht. Schade. Kein Regen erwartet. Naja gut, dann Momentan mache ich meinen kein Reifen Regen halt nicht warm. Momentan kein Regen erwartet, hat er mir gesagt. Das ist Och, äußerst das ist ärgerlich. echt? Oh, Ich schade, hab das haben wir so- schon gefreut. Ja, ich habe so drauf gehofft. Ich habe da noch so Muckenschiss vorne auf der Nase. Die wischt sich. Morgen hat's nicht Wolfi, so der eilig. Wolfi ist 4. Platz hier. Aber was machst du hier vorne, Junge? Der ist ja nicht gewohnt, der kann mit dem Druck nicht umgehen. Geh nach hinten, ey. Wieso? Mugen ist so langsam. Da kann ich nichts für. Der Chris ist so schnell. Ich will, dass den seine Reifen abkühlen. Wenn er so lange stehen muss. Komm mir, da bist du komplett eingebremst hier. Ja. Ja. Weiß auch nicht, was das hier soll hier. Faxen hier. Ist Safety Car. Wenn wir langsam fahren, nutzen auch die Reifen weniger ab. Super. Was denn? Na, oh, fahr mal. Ja, guck dir doch mal an, die Eier fallen da, ey. Jetzt brennen sie schon wieder hier, ey. Ich hab, hinten ist die Temperatur okay, aber vorne ist gleich mal gar nichts. Aber so langsam fahren. Bin ich der einzige Ferrari? Ah, Ja. Ja. Normalerweise ist ja der Nero im Ferrari. Ah, stimmt. Hat Und er ist der ausgestiegen. Bernd, Bernd, ja. Bernd. Der fährt auch Ferrari. Ja, aber die fahren ja nicht mehr. Oh, Kollege, was? jetzt bin ich erschrocken, weil. Also jetzt weil hier du drum das rumfahren? dann- Ich werde geghostet. Keine Sorge. Toll, ich stehe ja scheiße da. Behalt Grüß die dich, Startdaten im Dummdieger. Auge. Die Startsequenz beginnt, sobald alle Fahrer Naja, in gut. Position sind. Bereite dich aufs Kuppeln vor. Okay, ich bereite mich aufs Kuppeln vor. Es geht los. Wow. Da sind wir Alter. schon gerutscht. Was war denn das jetzt da vorne? Weiß ich nicht. Das sah ein bisschen merkwürdig aus. Ja, Das sah Als sehr wenn- komisch aus. als wenn der eine nicht einlenken konnte, ne? Ja, Lenkrad disconnected. ich habe nichts gemacht. Larsi ist weg, ja?
Das waren jetzt Lars und Jan, oder? Ihr beide wart das jetzt. Und die sind im anderen Dings. Ja. Ah, fuck. Oh. Die Reifen sind noch, ist noch kalt. Ja, meine erst recht. Aber schon mal 2 Positionen gut gemacht. Ja, das war jetzt aber auch keine Kunst. Also haben sich zumindest die zwei Brüder abgeschossen. Aber 2 Positionen sind 2 Positionen. Das müssen die dann wieder unter sich klären, ne? Wir können jetzt das DRS verwenden. Der ist verfügbar. Ah, ich fahre mit Grütze zusammen. Müssen wir mal konzentrieren. Wer schmatzt denn da wieder? Wolfi, ich sehe den nicht. Boah. Ich dich auch nicht. Ich habe aber eigentlich Platz gelassen. Ja, ich habe dir aber auch lieber Platz gelassen. Boah, der Curb ist fies. Ach du, das schnelles Setup auf den Geraden, ne? Ich habe das Ja. ausgewogene. Deswegen hatte ich sehr viel Überschuss gerade Bist die auf der bislang Geraden. schnellste Runde des Rennens gefahren. Aber ich habe das Gefühl, der Ferrari rutscht ein bisschen mehr als der Racing Bull. Die Autos sind gleich. Ja, von der Das ist Fahrver auch vom von der Fahrverhalten. Nee, Fahrverhalten sind unterschiedlich. Ja? Okay. Ja. Ja. Habe ich nämlich auch gedacht, dass nur die Leistung gleich ist. Du bist die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran. Ach, scheiße, Entschuldigung. Mann, ey. Na. Was bin ich denn schon hier? Ne, fahr.
Ja. Ja. Oh, ich rutsch rum mit dem Auto, das ist ja schlimm. Ja, du rutscht aber ordentlich, ey. Vor allem aus der letzten Oh, Kurve. Ja, boah. ist ja nichts passiert. Ja. Ja, Gott sei Dank bist du noch links weitergefahren, ey. Wegen der Reifen brauchst du dir noch keine Sorgen zu machen. Alles okay. Überhaupt kein Grip. Hast aber böse zugemacht, Wolfi. Die Reifen lassen stark nach. Wir haben Sorry, jetzt eine neue ich hab Strategie, grad die du dir auf mal ansehen Hühnchen solltest. mehr geguckt als auf dich. Verstanden? Geht in Ordnung. Wow. Sorry, Alles gut, alles gut. hab ich nicht Was gesehen. passiert? Das ist hier ein Vierkampf, ey. Ja, vor allem durch das DRS kriegen wir alle so einen Boost wieder, ne? Muss man ein Zehntel früher bremsen, damit es einen Unfall gibt und schon schießt der andere wieder mit. Ja. Das ist echt Wir Wahnsinn. nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit harten Reifen weiterfahren. Da kannst du aber weiter raus, ey. Und gleich ist da. Danke. Box, wir kommen diese Runde rein.
Da kriegst du mal aus dem Chat hier sogar noch Tipps für Setup für die Klasse. Es blinkt Müssen bloß wir im dranbleiben Rennen am nix. München. Das ist so schlimm gerade mit dem Grip. Cisco, kann sein, dass ich früher bremse als du, also fahr lieber ein bisschen versetzt in der Kurve. Nicht, dass wir uns da raushauen. Ich fahre immer versetzt, das müsst ihr auch mittlerweile wissen. Also du versetzt, okay. Dann nehme ich die andere Seite. Nee, das ist schlau. Das ist auch ein Gran Turismo ist das so. Vergiss nicht, diese Runde in die Box zu fahren. Beachte deinen Abstand zur Tempolimit. Aber ich habe gemerkt, dass ich Schnell. echt viel früher bremse als manche hier in der Lobby. Okay, dir bleiben noch 2 Boxenstopps. 2 weitere Boxenstopps mit dieser Strategie. Fahr raus, fahr jetzt raus. Box. Jetzt musst du nur noch einmal stoppen. Oh. Noch ein Boxenstopp. Das war knapp. Das ist bei uns komplett gemischt. Wir haben Kontrolle. Mit Hilfen, ohne Hilfen, also das ist alles da. Ich sag mal so, ist ja jedem sein Spiel, so wie es. Das ist wichtig. Chris und Mugen tauchen gleich hinter euch auf. Oha. Wir fahren halt hier regelmäßig die Liga. Einmal die Woche. Jetzt haben wir nur ein Rennen. Gibt's kurze Pause und dann geht's hier weiter. Kann sein, dass du Also etwas untersteuerst. wer ein fairer, guter Fahrer ist, kriegt sich gern. Versuch so schnell wie möglich vorbeizukommen. Wir haben noch Potenzial. Discord ist aber Pflicht. Oh Gott. Sorry, Moon. Alles gut. Jetzt habe ich so einen Geschwindigkeitsüberschuss gehabt, hat mal gereicht. Aber ich glaube, ich habe die Nase vom Chris. Stimmt an. Auf jeden Fall hast du glücklich erstmal in 3 Sekunden Strafe aufgebrummt. Oh ja, Tatsache. Irgendwo musste wahrscheinlich ausweichen, dass er dann die Strafe Der- jetzt gekriegt hat. Der flucht jetzt, 100 Pro. Aber ich war das nicht. Ausgezeichnet. Das ist die neue schnellste Rundenzeit in diesem Rennen.
So, länger konnte ich ihn nicht aufhalten. Moon. Sei weiter Alles gut. vorsichtig. Immer eine Sekunde hat er verloren. Ja, ich werde gleich mal auf einer Geraden gucken, ob er einen Schaden hat. Oh! Was war das? Sie fahren mit alten Schoko. Mediums. Ihre Reifen sind 3 Runden alt. Der Frontflügel des Wagens hinter dir ist etwas beschädigt. Ja, Scheint sag nichts doch was! Ernstes zu sein. Die letzte Du kannst Ja. doch nicht einfach... Na, du bist da links und ich rechts. Und weit sind nicht Am rechts. Ende werden Flügel hat einen Schaden. draufgerechnet. Sorry, wenn ich Ja. das gesagt habe, aber... Er ist gerade ganz normal in der Kurve rausgeflogen. Cisco schön über den Flügel gefahren. Da wird er schimpfen. Na, eigentlich nicht. Vom Weg her passt. Also Schaden Aber hat er. danke. Ja, aber sowas ansagen am besten. Ich habe damit jetzt gar nicht gerechnet, dass du langsamer bist. Ich So, bin, so schneller, ist doch klar. ja, ich bin aber Ja, dir nicht nur voll, langsamer, ich weiß das. Ich kann mal... Für mich. ich bin dir aber voll hinten drauf. Schoko, ja, Schoko macht Hab immer ein ich mir- bisschen unkoordiniert Platz manchmal, ja. Jetzt habe ich mir den Flügel rechts kaputt gefahren. Aber scheint noch zu gehen. Er ist gelb, aber ja, mal gucken. Kann jetzt auch nicht rein, weil ich war gerade. Du Scheiße, nee. Mach. Ja, ich glaube nicht, dass es funktioniert. Da müsst ihr jetzt ja länger fahren als mit den Weit. Sonst vergessen. Wir haben vorhin schon mal 50. Fast Ja, gegen die vor- Boxenmauer gefahren. Das ist mir schon passiert. Schöne Ecke, wa? Die Boxenmauer ist sehr schön. Ja. Und dann deshalb habe ich jetzt 3 Sekunden Strafe gekriegt. Weil du rausgerutscht Ja. bist. Ja. Das ist ja nicht. Hast dich halt anders entschieden, wolltest doch nicht an der Box. Guten Abend, mein Schatz. Hallo Schatz. Hast du es diesmal nicht beim Lars als erstes reingeschrieben? Einigen wir uns mal auf den Mittelwert. Ach du Scheiße. Ne. Aber ich habe hier was zu verlieren. Ich muss einen Tower kriegen. Das ist mein Ziel. Bist du mit Weiß gestartet, Tower? Ja. Das war der Flügel. Scheiße. Ne, finde ich gut. Nicht nur du. Aber gut. Du warst ja noch nicht in der Box, oder? Kannst du eigentlich die 3 Sekunden gleich absitzen, Tower? Nein. Ja, Nee, Was? ich glaube nicht. doch. Eigentlich, die Zeitstrafen kommen eigentlich immer hinten dran. Dann. Ja. Okay. Das Absitzen ist nur für die anderen Strafen. 10 Sekunden kann man aber absitzen, glaube ich. Ja. Das ja. Wenn man zum Beispiel in der Boxengasse rast. Aber wenn du jetzt so oft über die Track Limits kommst, das kannst du ja auch nicht absitzen. Schoko. War vorbei. Jo. Ja, und, was ist davon?
Die 70 war schon gut. Gut, hier in den langsamen Kurven merke ich, dass der Flügel kaputt ist. Da wird er bestimmt wieder geschmunzelt haben, Schatz. Hat vor uns auch alle sehr amüsiert, wo ich wieder die wunderschönen Menschen gegrüßt habe. Irgendwie habe ich ein Déjà-vu zum letzten Rennen. Na, Warum? Männchen? Was? Ich habe das Déjà-vu zum letzten Rennen mit dir. Ja, ist ähnlich. Verpiss dich, mein Podium. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Chris. Macht nicht wieder den nächsten Flügel kaputt. Oh, Was war denn das jetzt? Die war eine Übung. Hier unten.
Keine Ahnung. Hä? Das Bier ist vom Bügelbrett gefallen. Oh, Aschenbecher ist aber gleich so. Also, 22 kommt an, Das hat sich gerade irgendwie lustig angehört. Hängt seit 15 Jahren und fällt jetzt ausgerechnet runter. Mitten im Rennen. Das Ding steht 1 Meter von mir entfernt. Was ist los? Hat der Geist da oder was? Oh, Hier auf der rechten Seite. Ja, hier ist er. Das ist hier rumgeknallt, das ist ein Tisch hier. Oh. So da runtergefallen. Diese Runde, jetzt macht Druck. Okay, genau. Oder will nur irgendwas sagen, oder? Boah, Alter. Ich hab aber gerade gezuckt, Alter. ja, der Herzinfarkt. Sie fahren mit 9 harten Reifen. Die Fuck. letzte Rundenzeit lag bei 1,46,9. Offenbar ist der Frontflügel am Wagen hinter dir etwas lediert. Ah. Aber es scheint deine Leistung nicht zu beeinflussen. Am Ende werden 3 Sekunden auf die Gesamtzeit Chris hat draufgerechnet. keinen Flügel gewechselt. Ah. Tower sammelt wieder Punkte. Ja. Ich bin Wolfi ein bisschen ausgewichen und dann über den Körper. Ja. Ja. Bist wieder im Formel 1 Treueprogramm, ja. Ja. Wir warten auf dich. Komm diese Runde rein. Hä? Eigentlich war da genug Platz. Die spinnen doch. Versuch die Reifen nicht zu sehr zu belasten. Du Da müsstest hebt langsam das an Grip Auto mal verlieren. kurz ab. Hast du orangene Wulst mitgenommen? Na, Schikane zu sehr genommen. Den Runden. Gucken einfach mal. Ja. Schraubt doch den Flügel da einfach dran. Macht das doch nicht in Zeitlupe. Ich hab so gerade jetzt rausgekriegt, die Mappe. In Runde gefahren, keine Reifenprobleme. Schlimmer wäre es, wenn er sagen würde, deine Reifen lassen stark nach. Nach der Ja. ersten Runde. Losfahren, Du solltest losfahren. überlegen, neue Reifen zu holen. Ja. Du solltest auf Intermediates wechseln. Okay, bleib an der Ausfahrt hinter der weißen Linie. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke kommst. Naja. Genau. Nicht sterben. Was bist du denn gefahren? Diesen Schoko? Gelb, gelb, weiß? Mhm. Ja.
Hast du aber lange durchgehalten mit den gelben. Nur 9 Runden jetzt, oder? Denk an die Überholtaste. Wir haben Energie und sollten sie nutzen. Gut gemacht. Du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Ja. Ist die frische Reifentau? Ja. Ja. Aber trotzdem. Ich merke das.
Ja, nee. Ich glaube, so sehr werden meine Reifen nicht einbrechen. Nee, nee, nee. Aber du musst den Aston Martin nicht vorbeilassen. Du kannst ihn ruhig wieder überholen. Ach nee, wird nichts mehr mit Power einholen. München, deine Mama ruft. Ja, ich denke nicht. Gibt Abendessen. Miracoli ist für dich. Genau. Keine Reifenprobleme zurzeit. Ich höre eine Konzentrier Chipstüte. dich aufs Fahren. Das ist nicht so schlimm. Selbst wenn er jetzt ausmacht und die KI fahren lässt, ist die immer noch schneller als du, Cisco. Das sagt der auf Platz was fährt? Wo sind wir gerade? Jerry? Ja, Oh. das ist mein Teammate schuld. Ja, sind mir die anderen schuld. Ja. Ich habe dich ja normal auf der Strecke überholt. Ne? Ja. Da war noch nichts mit Ja. deinem Teammate. Aber Schoko hat mich gebreaktestet. Mhm. Schoko den 10er kriegst du nachher. Das traue ich dir sogar zu. Mhm. Danke für deinen 10er. Siehst du? Hast du orientiert? Ja, dann müsst aber ihm jetzt mal sagen, das soll es nicht ganz so offensichtlich machen. Ich dachte echt, ich stehe im Wald. Mitten auf der Geraden bremst einfach. Ja, passiert. Ja. Nicht gut, jetzt fühlt sich das Auto gerade wieder an wie in unserem ersten Rennen. Sogar schlimmer.
Letzte Runde, los, letzte Runde. So, Hühnchen, jetzt kriege ich dich. Das hol ich auf. Ich glaub dran. Der Glaube versetzt Berge, oder wie heißt so schön? Naja, bringt nichts. Ich würde mal sagen, das Hühnchen nicht. Wir fahren morgen ziemlich. Und meine runtergeramschten gelben. Mittlerweile, ja. Gleich guten weißen nicht mehr mit. Ja, also eigentlich fahren Hühnchen nicht eine identische. Glückstrumpf. Dankeschön, Dankeschön. Aber es wird hinten raus nicht reichen. Chris so weit vorne. Die Meisterschaft geht an ihn. Als hier jemand zusammenschiss von Chris, pass auf. Ach, der hat seine Meisterschaft. Ich glaube, das wird nicht so in Streitereien ausarten. Ey, es ist gut, du glaubst nicht, wie ich hinten raus nochmal gepusht habe, dass die Zeit nicht weiter einbricht zwischen uns. Ja, ich auch. Ich habe alles gegeben, aber ich habe jetzt am Ich komme mit Schluss. dem Auto überhaupt nicht klar. Ich hatte jetzt nur noch 42% vorne rechts und 48 hinten. Das waren immer. Ich habe mich schon verzockt mit dem Reifen und bin in die Boxenmauer gefahren, ey. So eine Scheiße. Er hat der Cisco wieder gewonnen, ey. Aber die Reifen sind ja echt übel, was die abbauen. Ja. Bin jetzt mit 70% hinten rechts ins Ziel. Bin zweimal nach der Box direkt vor Jan rausgekommen und zweimal nach 2-3 Kurven eine Sekunde. Und Jan hätte ich jetzt noch auf die Strecke gekriegt, wenn ich nicht diese 6 Sekunden Zeitstrafe gehabt hätte. Ja. Ah, sah wild aus jetzt, die letzten Kurvenkombinationen. Da wäre Jan fast hinten reingefahren. Ja, ich wollte, dass er mir reinfährt und vielleicht die Karre schrottet. Deshalb, ich habe einfach gebremst. Und dann bin ich einfach zickzack vor ihm gefahren. Ja, Glückwunsch an alle. Podium. Dankeschön. So eine Scheiße. Wer ist denn das Mädchen? Ich? Ich sage mal nichts. Mugen, Mugen, Hühnchen, Hühnchen, Mugen. Siehst du, wenn Hühnchen jetzt draußen geblieben wäre, dann Podium. Mir wird das nicht gegönnt. Ne?
ist. Ja, dann hätte ich das. Wird einfach nicht gönnt. Naja, in Monaco musst du nur ins Ziel kommen, dann stehen die Chancen gut. Nee. Monaco ist so, wenn du 10 Runden schaffst, ohne die Karte wegzuschmeißen. Und es ist einfach so. Wenn du nicht pro Boxenstopp einen neuen Flügel brauchst, bist du gut. Wer war das mal? Da Kenzio, ne? War ich der Meinung. Chris hat auch schon mal zu jedem Boxenstopp einen neuen Flügel gebraucht. Aber er hat einfach 10 Punkte. Ja, nee, das war's. Hätte ich das, Wie viele Punkte kriegt jetzt Tower? Ich weiß es gar nicht. weiß ich gar nicht, was ist er geworden? Sechster? Kann ich mir gar nicht sagen. Hätte ich das eine Rennen nicht verpasst, dann wäre es in Monaco noch spannend geworden. Schade. Dann wäre es nämlich nur 17 Punkte Rückstand. Ja, also, ich würde mal sagen, Schoko, wir müssen am Ja, auf jeden Fall. 100%. Auf jeden Fall finster. Ja, wenigstens so, dass das Auto ganz bleibt. Das ist ja so. Chris. Das Hallo? man wenigstens, Chris, Glückwunsch zur warum fährst du mit Meisterschaft. der Karre? Warum suchst du einen Parkplatz in der Kurve? Ja, da war so schön. Hallo? Das hast die Blondine links nicht gesehen, oder? He brake tested me. Ja, Das hat, hatte ich das hat auch. eigentlich das so nicht geplant. Ich wollte eigentlich den schönen Geschwindigkeitsüberschuss nutzen, schön, um mich ein bisschen ranziehen, damit ich an Das sah, war aber nicht so wild. gedacht, dass ich mich so eigentlich verbremst. Das sah wild aus zwischen den Gebrüder Fast. Ja, aber was also- ist da passiert? Da Das hat- ist Jan, glaube ich, zu früh eingeschert, ne? Der war noch nicht richtig vorbei an Lars und ist rübergezogen. Ich weiß gar nicht, Aston Martin. Ach nee, Aston Martin ist Lars. Wo kam denn Jan her? Mal ins Kino. Mal gucken, was sie dazu sagen. Ja, ich glaube, die diskutieren gerade selber, die schreien sich gerade selber gegenseitig an. Der eine ist zum anderen gefahren und die prügeln sich gerade. Schnauze, genau. Ach ja. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was war das am Start? Sie waren sich einig, dass sie uneinig sind. Oh. Also, Komplett abgeflogen. also das war jetzt mal eines der langweiligsten Rennen irgendwie. Ah. Ich wollte es hinten raus eigentlich nochmal provozieren, dass du deinen Reifen kaputt fährst, dass vielleicht Hühnchen noch rankommt. So, jetzt. So, ich habe schon längst So. aufgegeben. Ich wollte Okay. nur mal so zeigen, war so kurz Richtung weg. Hühnchen, so, wenn er nochmal pusht, ich könnte noch. Ich habe Das halt ist eben ärgerlich. bisschen Dings rausgenommen hinten raus, dass die Gelben halt so Ja. lang wie möglich halten, deswegen bist du dann 6 Sekunden ratzfatz rangekommen. Da habe ich mir gedacht, gut, Ja. jetzt musst du wieder. Lars, ich glaube, die Punkte hat's auf mein Visa-Konto gezählt, also passt. Der Ist ist ja noch nicht gar da, nicht da. aber- Lars ist noch nicht da. Das, Günstig noch. Ach so, Aber es das- notiert. Ja, nicht fertig. Ja. Die ist noch nicht fertig. Ja, Ja, aber gut, das war mir ja dann klar, dass ich da auch nichts mehr machen kann. Also bei Cisco, da ist ein Teil meines Flügels flöten gegangen. Ah, du hast Ging ja nicht nichts mehr. gewechselt. War der gelb, orange oder? Der war auch ein Teil war so dunkelgelb. Okay. Und ich habe gedacht, das ist ein Abbau und Reife oder so, oder mein Setup funktioniert nicht. Deswegen habe ich das nicht gemerkt. Und dann dachte ich so, was ist das denn? Ich komme ja gar nirgends mehr um die Kurven. Ja. Dann Naja, haben ich sie hau halt dann dann- jetzt auch ab, also. Das ist schon vorbei.
Einen schönen Abend, ihr Hühnchen. Schönen Abend. schönen Abend. Abend. Mitfahren. Für euch auch noch. Ciao. Ciao. So, ciao, ciao. Und dann dachte ich mir so, ja gut, komm, im Prinzip, bevor ich jetzt ja alles für den Sommer reinfahre, um mir dann einen neuen Flügel zu holen, fahre ich halt mit meinem Schaden durch. Okay. Aber ich wollte ja einfach nur ins Ziel kommen, deswegen. Ja. War mir egal. Hab ich vorhin schon gesagt, hätte ich das eine Rennen nicht verpasst, dann wäre es in Monaco nochmal spannend geworden. Servus. Da hätte ich Ja, 18, wo- 18 wo- Punkte das- mehr. ja. Hätte ich 18 Punkte mehr, dann wäre nochmal alles. Ja, wobei man sagen muss, da war an seinem Höchstpunkt noch mal mit drin. Wie bitte? Da war ja aber Schmecki in seinem höchsten Rennen noch mit dabei hier in Mexiko. Ja. Der weiß, wo du da gelandet wärst. Und Ja, wenn's na, da dritten- wären es halt wenn- 15, da wären's halt ja. 15 geworden, ne? Da wären es Dann jetzt 20 Punkte. 20. Da wärst du trotzdem Hm. mit der Totalausfall wär's dann nochmal, ja. Aber ja, Glückwunsch. Ja. Ja, Also, Glückwunsch ans Podium, Jungs, da vorne. Guten Job gemacht. So, wer von euch hat das größere blaue Auge jetzt? Was war los? Ich hab's jetzt bloß im Kino gesehen. Eine Lücke, die vielleicht doch nicht ganz vorhanden war. War ein bisschen optimistisch eng, ja. Und dann konnte ich nichts mehr machen. Und dann war mein Rennen eigentlich auch hin. Flügelschaden leichten. Und das holt sie nachher nicht mehr auf. Ja. Genau. Aber Nö, wolltest du einscheren vor Jan und er war aber neben dir, oder? Nee, ich war ja im Sandwich. Christian hatte einen schlechten Start. Da musste ich aufpassen, dass ich ihm nicht in die Karre fahre. Dann war Wolfi neben mir. Da konnte ich auch nicht hin. Und mit rechts, da habe ich überhaupt mit niemandem gerechnet. Da war ja eigentlich auch, also war optimistisch noch eine Autobreite Platz, aber da würde ich mich jetzt nicht durchquengeln. Aber gut, man versucht und das ging dann halt schief. Okay, gucke ich jetzt nochmal. Sah jetzt eigentlich von anderen Fahrern gar nicht so eng aus, außer das zwischen euch. Also, Aber das ist halt eben im Fahrdings immer nochmal was anderes. ich bin auch extra echt weit innen gefahren. Ja. Nee, das ist alles gut, alles gut. Das war alles in Ordnung. Gut, Da anbremsen passen ja auch 3 Autos durch eigentlich, aber mit der rechten Linie, da sind ja schon die Curbs, da habe ich ja mit niemandem mehr gerechnet, aber Hm. Oh, nee, wird alles gut. definitiv morgen alle Mann nochmal bei Lars und Jan ins Stream reingucken. Ja, mach Die, das. die, Mach das. die Kommentare dazu werden dann wieder spannend. Genau. Nee, ich war Bist eigentlich du relativ besoffen? ruhig. Das war da wusste ich, dass mit dem Dreher und dem Quersteher und in die andere Richtung gucken, wusste ich, das Rennen war, das ist dahin, ja. Und dann habe ich meinen Ingi gefragt, wie das Auto aussieht. Ja, Flügelschaden. Okay, erledigt. Weil du kriegst dann nochmal 6 Sekunden mit dem Boxenstopp. Ja. Und ja, alles gut. So ist es dann halt. Ja, kriegst du nächstes Mal Ich hab- wieder 2 Bierchen ausgelegt von Genau, Jan. ich habe ja gehofft, dass ein Safety Car kommt, aber ihr seid alle doch sehr, sehr ordentlich und fair gefahren. Na, das bezweifle ich aber. Wo ist ein Tower eigentlich? Ja, ich wollte, dass du mir noch in die Karre fährst, so warst du nicht Ja, getan, du- ey. Punkt. Aber guck mal, ich Ey. hab dich wenigstens sauber noch auf der Strecke überholt. Ja, aber da ist mir echt das Herz in die Hose gerutscht. Ich dachte, was macht der? Und dann war Gott sei Dank links noch eine Lücke, da konnte ich noch vorbei. Dachte ich, das Ach, hat er mit scheiße, Absicht gemacht. ey. Der Ja, wollte klar. mir vorne. Ja, die 6 Sekunden wolltest du mir noch aufs Auge Ja. drücken irgendwie. Ich denke, der zerlegt sie und haut sie in die Wand rein, aber nein, der bremst und weicht aus, ey. Was? Was eine Lusche, weißt du? Siehst du? Was habe ich nicht gesagt? Das war Absicht. Ja klar, war das Absicht, oder? Wir haben ja eh nichts zu verlieren gehabt. Alter Vater, du. Was der Cisco kann mit dem Chris, das kann ich mit dir auch. Naja, das ist Ja, ja. Ja, aber der Filz hat es ja verdient. Was? Ja. Da sagt der Cisco immer, ey, ich habe den Flügel weggesemmelt, mal schön jetzt. Ja. Ja, da war schön viel Mit weg. Ansage. Hat er gesagt, der Boden ich zieh vorbei und jetzt genau in die Karre.
Ja, dann hat der Mung direkt 10 Euro per PayPal überwiesen. Ja. Ach so, Kam, geht das. kam bei Ja. Cisco gleich im Stream. Katsching! Danke für Ihre Spende. Ja. Nicht verraten. Ja. So- Ein Zehner für den Flügel, 50 für den Platten und 50 für den DNF. Oder wie? Ah, DNF hat sich keiner getraut. Alter. Nee. Langweiliges Rennen. Apropos Ja, Cisco hat langweiliges ja auch Rennen. Stocko bezahlt. Nächste Woche, Finale. Jupp. Dienstag. Alles gut? Super, ja. Ja, Ja, ja. Bleibt dabei? Ja, gut. Das wird nicht Äh, langweilig. Das, nee. Ich hab tippe schon mal, mehr dass Flüge es Safety Car geordert. gibt. aber Und ich weiß Regen. auch nicht, wie es da drauf Und viele Flügel. ja, Chris holt sich wieder pro Boxenstopp einen Flügel, ne? Das hat Tradition bei meinem Monaco-Rennen. Mhm. Ich lass den gleich weg, ich fahr ohne. Ja. Heute habe ich jetzt schon mal geübt. Ja. Lars braucht gar nicht Monaco, es reicht schon Cisco im Rennen. Ja, Ja. Ah. Und hast du dich gefreut über die Nachrichten bei dir im Chat, Lars? Ist okay, da geht er direkt mal. Okay. Das ist da raus? Ja, Ja. das ist direkt abgehauen. Einfach gequittet. Keine Ahnung. Falsche Taste gekommen. Achso. Hast du meine Frage ignoriert, sagst du? Hast du eine gestellt? Ich habe nichts gehört. Ja. Der wollte rausgegangen bist in dem Moment. Hast du gesagt, das Gelaber hörst du mir nicht an. Hast dich gefreut über deine Nachrichten im Chat? Ja, eine sehr schöne Frau ist reingekommen. Ja. Hat mich vollkommen durcheinander gebracht. Oh Mann ey. Ja, weil sie kam bei mir rein, auch hier mit diesen lieben Worten, da habe ich schon gesagt, und hast du erstmal wieder beim Lars reingeschrieben oder hast du direkt bei mir als erstes reingeschrieben? Hat sie sich dann nicht nehmen lassen, bei mir auch reinzukommen. Ja. Nächste Strecke ist Monaco, ne? Genau. Ja. Okay. Ja gut, dann bis nächstes Mal. Ciao, ciao. Einen schönen Ciao, Abend dir. ciao. Ciao. Ciao, ey. Ja. Gibt es irgendjemand bei uns in der Gruppe, der die Strecke mag? Niemand. Nee, mögen nicht. Ah. Kann ich mir nicht vorstellen. also Mann. ich finde die ja irgendwie noch cool, aber heißt nicht, dass es erfolgreich ist. Ja, cool finde ich die auch beim Zugucken. Ja, zugucken ist doch heutzutage auch nichts mehr. Nee, live vor Ort. Das wäre mal geil. Ja. Nee. Kann der jetzt Jan spendieren für sein Fauxpas im Rennen? Ja, genau. Warte, ich guck mal. Ich habe bestimmt eine 1 da. Er muss kurz mal das Konto prüfen. Ah, minus 120 Euro, das wird knapp. Aber Dispo. ist mal überziehen, genau. Okay. Ah, nee, also das war... Ich weiß gar nicht, das ist eine scheiß langsame Kiste gehabt heute. Die Reifen waren furchtbar. Mein Irgendwie Gott. war das Ja. Auto anders. Ja, ja. Das war nicht meine. Wenn Chris, ich an Monaco denke, wird's mir jetzt schon schlecht. Waren die bei dir auch Fritte, die Reifen zum ersten Boxenstopp oder war es strategischer Boxenstopp? Ich hätte noch gekonnt. Ich wollte Du einen hättest noch Undercut machen. gekonnt, okay. Ja. Weil wir haben tatsächlich, der erste Satz hat tatsächlich sehr, sehr schnell abgebaut. Die ganze rechte Seite war komplett ratzfatz weg auf einmal. So, dann mal eine Runde Monaco fahren, ja. Genau. Gott. Im Regen bitte. Ach, Ja. das wird ja ein Spaß. 100%. Da würde ich sogar nochmal auf Dings einschalten auf TikTok. Regenrennen in Monaco. Eieiei. Ah, mich wurmt's halt ein bisschen, dass ich das eine Rennen verpasst hatte. Sonst wäre es nochmal Dann wär's alles noch mal dritte knapp gewesen geworden, in ne? Monaco. Ja. Ja. Sag mal, Ja. was? Dritter Platz waren 15 Punkte, ne? Ja. Ja. Ja, weil Chris Nee, hat 8, gesagt, Dritter, Schmecki war gut dabei in Mexiko, dann vielleicht so dritter Ja. Platz geworden. Also, Dann wär's- Schmecki war glaube ich, gefühlt nur 3 Rennen dabei, oder? Und ist Ja, trotzdem und da vorne mit dabei. Ja. Peinlich. Also eigentlich sollte der nächste Woche Monaco mitfahren und gewinnen,
und dann nochmal auf Platz 4 durchgehen. Nein. 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 Vielleicht macht er das sogar. Nein. Er gibt mir einfach seine Accountdaten, er geht in Discord kurz rein und ich fahre dann. Und bei dir? Drückst du Optionstaste oder was? Ah, ich kann Er nicht. muss ja nicht mitfahren. Er ist wieder in Malle. Seine Weltmeisterschaft feiern. Genau. Ja, oder nochmal durchspielen. Nochmal durchspülen. Ja. Ah. Und nochmal von innen ein bisschen desinfizieren und dann kann es weitergehen. Aber jetzt könnte doch Nero nochmal das letzte Rennen mitfahren, so als krönender Abschluss. Wir können ja mal markieren bei Dings. Wenn du nochmal eine Umfrage machst hier Dienstag, Donnerstag, alles gut oder nicht. Aber ich glaube beim Nero ist Was macht seine Luft raus, Halskrause? ne? Ja, schon. Halskrause immer noch dran, oder? Keine Ahnung. Er meinte mal, er wollte zur nächsten Saison oder wieder mitmachen. Ja, das hat Cisco damals auch gesagt und das ist Ja. jetzt wieder zum neuen Spiel eingestiegen. Ja. Aber jetzt ist er gezwungen mitzufahren. Der hat so viele Leute von Gran Turismo angelockt in die Formel 1 Liga. Jetzt kann er nicht einfach sagen, boah nee Leute, ey, ich fahre. Cisco, wollen da noch welche mitfahren für die neue? Ich habe Gibt's da ein den paar? Jam auf jeden Fall mal, der hat Interesse. Okay. Und ich glaube, wenn der sagt, er kommt, dann kommt er auch. Und mehr erst einmal noch nicht. Also, Ja, dann lassen wir das denn bei Mädel. lassen wir standardmäßig dann bei Dienstag? Ist das für die dann auch okay oder muss ich das auch nochmal schieben? ja, nee, wir checken das aber wieder ab. Ja, am Okay. besten montags dann. Ja, nee. Ah, ja. Morgen ist wieder Dann muss im Lauf. Chris wieder rudern. Das wäre optimal. Das wäre optimal. Ah, den Stress bräuchte ich nicht. Ach doch. Wenn du dann gehetzt dann hier noch schnell Formel 1 fahren, boah, Kind. Ich weiß, Christian hat ja eh gesagt, die 14 Tage sind ihm zu kurz. Vielleicht ist er ja Ja, draußen. Ja, die sind mir eigentlich echt zu kurz. Zu kurz? Okay. Ja. Dann fährst Der du ist, halt die der ist ersten echt, zwei der Rennen ist nicht echt mit. erledigt, Mugen. Du hast den ganz schön gefordert, ey. Dann fährt er halt die ersten zwei Rennen nicht mit, dann ist es hinten raus wieder Ja. ein bisschen spannender. Ah. Aber ich glaube, 10, 11 Rennen ist schon okay, oder? Für eine Saison, das passt schon, oder? Ja, finde ich gut. Ja, ich will es auch ein bisschen davon abhängig machen mit der Pause, was Robert sagt, wann er dann kann. Ja, aber lass das Ja, ich hab wirklich Robert mal erst im im Herbst sein, dann das ist Ja, ja. immer Oktober Ich dann hab- wieder. Ich habe dem Robert schon geschrieben, er hat dann noch nicht geantwortet. Weißt du, wenn es jetzt darum geht, dass er irgendwie so Mitte September schon einsteigen könnte, würde ich das sogar machen, dass wir sagen, okay, komm, lass uns die 3 Wochen jetzt einfach eine Pause einlegen und dann starten. Aber ich glaube nicht, dass er, ich glaube September ist eh noch so ein Monat, Oktober wahrscheinlich und dann, Jetzt geht doch die Fußballsaison erst los, richtig. naja, aber nicht im Verein wahrscheinlich, weil es wird nachher dann wahrscheinlich kalt und dann, keine Ahnung. Es kommt, glaube ich, immer drauf an, wann bei denen Sonnenuntergang ist. Und sobald vor 20 Uhr, glaub, dunkel wird, gehen die in die Halle. Und dann verlegen sie es nach vorne. Ja. Wir können Irgendwie ja dann so habe ab ich in Erinnerung. 19. September, da muss Chris sich dann im neuen EAFC wieder reinschwitzen in die Weekend League, da hat er keine Zeit für Formel Ja. 1 zu üben. Da habe Ja, ich das eigentlich sowieso. keine Zeit. Nein. Als würde er nicht mal einen Tag freischaufeln können, um Motorsport zu fahren. Der hat dann die ganze Schwierig. Restwoche Zeit, Fußball Der zu muss dann spielen. von Montag bis Freitag üben für die Weekend League dann. Ey, das kriegt Ja. er schön hin. Um Das dann wieder kriegt er wirklich. 007 auf den Sack zu kriegen. Kann mal passieren. Ich glaube, die Anfangszeit wird das jetzt wahrscheinlich wieder so sein, wenn die anderen dann wieder reincashen und dir dann die Icons um die Ohren hauen. In der ersten Woche. In der ersten Woche, wenn die da mit ihren Pelés und Ronaldos ankommen und ich Ja. stehe dann da beim Schlotterbeck hinten drin. Ich freue mich dann. Mit deinen silbernen Karten dann. Genau. Wenn ich dann mit so Maxi Mittelstädt ankomme, wenn die hier mit dem Odyssee rumlaufen. Ja. Ja. Oder Dr. Gatsche im Tor.
Ja, genau. Aber ich glaube, da hätte Jan alles erreicht, wenn er so eine eigene Karte in EAFC hätte. Das wäre doch geil, oder? Ja, Ja. auch wenn es eine Bronzekarte wahrscheinlich wäre, aber da hast du es glaube ich schon geschafft. Ja. Da muss er jetzt auch nochmal den Helm an den Nagel hängen. Ja. Da müsste der das Bierchen weglassen, um Gottes Willen. Das wird nichts mehr mit Profifußball. Das geht. Das kann ich mir nicht mehr ab. Ich glaube, Jan ist wie bei diesen Meme-Videos hier, wenn der Torwart dann hinters Tor läuft und die sich ein Bierchen dann nimmt, weißt du, einen Schluck schnell. So stelle ich mir einen Jan vor im Tor. Ja, ja. Gut, das mache ich vorher schon, bevor ich auf den Platz gehe. Der spielt vor Anpfiff nochmal durch. Ja, genau. Muss noch eine Schachtel Zigaretten rauchen, einen Kasten Bier trinken. Und dann geht's Genau, ab ins Bett. der hat auch die Schachtel Kippen im Stollen, hier in Stutzen drinne. Ja, Wie der Genau. Dings damals. Ich weiß gar nicht, wie er heißt, der Fußballer. ja, ich weiß nicht, du Basler, meinst, ja. ja. Nee, nicht Basler, der andere hier, ach Mann. Guck mal, Der was haben sie Batzler da hat hinten immer drin? erzählt, der hat ja immer in der Pause. Ja, wie hieß denn der andere? Lungenbrötchen. Ja. Ja, Cisco reicht jetzt. Schneller musst du nicht fahren. Ich guck jetzt mal wieder. Hä? Wieso fährst du auch grad? Ah, Mugen, Walter Ich guck Frosch. grad, Ja, weil der wie Frosch deine war. Zeiten Ja. schneller werden. Ich bin Da gerade sehe mal ich, aus da Spaß sehe ich eine eingefahren. Doku vom Jan, Zigaretten, Alkohol und Profifußball. Genau. Fehlen bloß nur Koks und Nutten. Das war. Gutes Bier tut's auch. Los, schau nochmal hin. Schau nochmal hin, bitte. Ach nee. Nicht. Die Ja, machen gut. schon wieder da Zeitentraining und schlagen Ja, sich schon wieder gegenseitig. und am oder Ende wie? bringt es auch bloß wieder nichts, wenn sie auf Platz 2 sind im Zeitenfahren. Nee. Bei mir war Schoko schuld, der hat mich gebreaktestet. Oh, ja. Sind immer die anderen. Ja, also ich erkenne ein Muster bei Schoko und Das ist Cisco. Bei mir in der Lobby heißt es ganz einfach. Wer drauf. So einfach ist das. Wie im echten Straßenverkehr, wer drauf fährt. Muss halt mehr Abstand halten. Also, was fährst du denn so nah? Das hat Tower vor uns auch gesagt. Wo Ja, Jan also- im am Arsch hing. Wer rechnet denn damit, dass mitten auf der Geraden jemand bremst? Ja. Da rechnet Es niemand ist, mit. es ist der erste Season vom Schoko. Das ist alles, das kommt dann mit der Zeit einfach. Aber er zieht durch. Ja, Also also ich mein- Mensch. Muss man lassen, ja. Nee, mein. Sonst lerne ich da ja nicht. Irgendwann kommt dieses eine Regenrennen wie bei Lars, wo er ganz vorgespült wird. Was war da? Hatte ich da Belgien war laut, das. oder? Belgien war das, ne? Wo du Irgendwas war da. vorgespült bist, ja. Der Safety Car im richtigen Moment und dann auf einmal ist der da. Ja, das ist ja mehr Glück als Verstand manchmal. Aber das kann jedem passieren, das ist das Gute dran. Das muss man mitnehmen. Was sagt ihr eigentlich zu Cadillac, zu den News heute? Oh, ich Wieso, habe was- nichts was- gelesen. Halt, was kommt? Was ist da? Bottas, Bottas und Perez, Perez. Fahrer bestätigt. Für Klar, dass Cadillac? das zwei Ach Team. was. Ja. Liegt dich auch gleich. Okay. Wird Habe ich noch gar spannend. nicht. Okay, habe ich noch nicht. Der Schumacher Pech gehabt, ja? Ja, Schumacher Schumacher raus. ist komplett raus, den siehst du demnächst in der DTM wahrscheinlich. Ja, das Oder kann Langstrecken sein, irgendwo. Oder Porsche Cup oder irgendwas. Ja. Ja. Habt ihr mitgekriegt, dass Barrichello ist NASCAR-Champion geworden? ja. Echt? Ja, aber, Der alte Mann, die brasilianische Nesca. Nicht die Ah, okay. amerikanische. Achso, nee, tatsächlich. Und die nicht. dürfen dann aber in der amerikanischen fahren. Wenn sie Meister in der okay. brasilianischen geworden sind. Irgendwie habe ich da was gelesen, ja. Okay. Bams. Spannend. Oh Ist eigentlich- Gott. Hühnchen ist statt eigentlich- hier schon eine 1,12, ey. Ist eigentlich jemand von den anderen auch noch bei EFC dabei oder nur Mugen bei seinen Livestreams vom Spielerwoche? Meine Simulationsdinger immer. Ja.
Nee, ich glaube, Und die sonst anderen gar nicht? sind. Ich glaube, die anderen sind gar nicht dabei. Die haben alle gar nicht groß Bock drauf, okay? Nee. Wir haben eigentlich hab auch jemanden- genug für einen Pro-Club. Ja, eigentlich schon. Jan ist im Tor, definitiv. Ja, dann machst du Mit das. Sicherheit. Ja. Genau. Aber eigentlich wäre das mit dem kleinen Platz hier. Wie heißt denn wieder? Das 3 gegen 3 oder was das war. Das 3 gegen 3, genau. Das wär eigentlich eine coole Sache. Da müsste man eigentlich nur noch. Da müssen wir nur einen finden, dann machen wir das. Ich überlege gerade, wer war denn da noch dabei? Ja. Aber das war, glaube ich, damals nur von der Formel 1 Kai Laura oder wie er hieß, der hatte mich jetzt auch immer mal angefragt. Fußball spielen. Ab und zu habe ich das auch schon gespielt. Aber hier die Dings mit Robert kann fragen. Der ist bestimmt auch dabei. Kai Laura, der wollte ja eigentlich bei uns ja mitfahren. Aber irgendwie nach dem ersten. Ja. Bei euch im GT7 oder was? Nee, Formel 1 wollte er gerade mal wieder mitfahren. Aber nachdem er am ersten Rennen wieder böse zusammengepfiffen worden, hat er gesagt, er könnte mich mal, ist wieder weg. Boah, Wieso, was Kai war Laura, Bei uns? Ja. ist der mitgefahren, ja? Der ist doch nicht bei uns mitgefahren am Anfang, oder? Doch, der wollte mal mitfahren. Ja? Dann haben wir einen Ich Test. glaube, das war doch mal so Spaßrennen oder sowas. Achso, dann hat er gesehen, dass er keine guten Zeiten hatte, oder wie? Oder hätte ich schon lange aussteigen müssen? Nein, der wurde zusammengefaltet und dann hat er sich gesagt, muss ich. Ah, okay. Wer denn? Kann ich mich. Oder war das ein nicht Gran Turismo und ich verwechsel das jetzt? Wahrscheinlich Ja. Gran Turismo, ja. Weil ich glaube, Ach, mit, das mit, ist gar mit, nix. mit Chris und Lars ist Kai Laura nicht mitgefahren. Das sagen mir jetzt gar nicht. Nee. Also Kai Laura sagt mir schon was, aber ich glaube nicht, dass er jetzt bei unserem, also Nee, Nee, Bei hat unserer das Gran jetzigen Turismo. war Gran Turismo wahrscheinlich, ja. Das wäre jetzt nur eine halbe Sekunde. Scheiße, was jetzt? aber es wäre schon cool, wenn wir noch mal, wenn wir für die neuen starten, dann noch mal so 4, 5 Leute mit dazu kriegen, dass wir so safe immer 12, 13, 14 Leute hätten, das wäre schon cool irgendwie. Aber jetzt warten wir mal ab, vielleicht kann Cisco ja noch den einen oder anderen engagieren. Vielleicht schafft man ja auch mal eine Lady mit in die Gruppe. Das Problem ist, Laura hatte ja, glaube ich, mal Lust gehabt. Die hat einen Autounfall gehabt, Arm gebrochen. Ach du Scheiße. Ach stimmt, hat sie ja letztens gesagt, ja. Ja, weiß nicht, wie lange das noch geht und ob ihre Schwester, die Laurena, mitfährt. Laura und Laurena. Aber du, Laurena fährt morgen davon in GT. Aber Ja. Cisco, wir brauchen Leute, die langsamer fahren als wir, nicht schneller. Ja, ist er- John weiß ich, der ist auf jeden Fall im GT flott Ja, unterwegs. Die, Wie der im Formel die 1 ist, Damen weiß ich fahren nicht. schneller. Haben die denn Formel 1 Spiel, weißt du das? Cisco? Haben sie ja. Ah, okay. Ja, Also, also, wie Frau, Ich weiß es zumindest von Laura, von Laurena weiß ich es nicht. ein bisschen was für die Frauenquote wäre eigentlich auch schön. Ja. Ein bisschen Ja. durchmischen. ja, so 1, 2 Mädels sind dabei, ist doch auch cool. Genau. Aber der Ja. John ist ja eh der Freund von der Lorena, darum wer weiß, vielleicht macht. Bei den ganzen schönen Männern müsste das eigentlich funktionieren, Frauen hier reinzukriegen. Ja, Ich wollte mal die Dinge fragen, die Gäste wieder. Die mit den Füßen, genau die. Was, die mit den Füßen? die streamt auf TikTok, da hast du die Füße, siehst du die Füße immer mit ihren schicken, lackierten Nägeln. Also da geht's nicht ums Gas und Bremsen, ja, genau. sondern um die Fußfetischisten abzuholen bei TikTok. Funktioniert Ja. aber scheinbar recht gut. Ah, die fährt gar nicht, also man sieht nicht da Na doch, Pedalen oder du so? Doch. siehst Okay. du fahren, Lenkrad, alles. Ich weiß nicht, ob sie gut fährt oder nicht, aber du hast halt die Hälfte vom Bildschirm hast du halt die Pedale, wo sie mit ihren nackten Füßen und schön lackierten Fußnägeln da Gas gibt und bremst. Also da bin ich der Meinung, liegt nicht der Hauptaugenmerk auf Formel 1 fahren, sondern Also, Leute ich- wie Chris, die sich da, Christian? geil, Füße. Christian, das wäre für dich vielleicht so ein guter Marketing-Gag, einfach eine Kamera aufs Bügelbrett zu halten. Ja. Da geht geil. auch die Frauenquote hoch dann. Da geht die Frauenquote hoch, genau. Da kannst du dann dein T9000 Ja. Bügelbrett
460, 4K präsentieren dann Ja. und einen Temu-Shop-Link noch verlinken. Das Fanatec Bügelbrett, das wär's. Auf Fanatec, ja. Fanatec-Bezug Gibt extra bestimmt- bügelt. Hier, nee, das. Mit Ikea-Klappstuhl, weißt Gibt bestimmt auch ein Bügelbrett im TikTok. Mit Sicherheit. Ach, stimmt, so, Also- so Fanatec-Bezug einfach mal in Chris sticken lassen, wisst ihr? Einfach einen Schriftzug drauf. Das wäre was. Ja. Aber das Bügelbrett, das erfüllt halt einfach wirklich seine Aufgabe. Das läuft. Also, Aber du kannst bestimmt in China oder sowas dir ein Bügelbrett bestellen, wo Fanatec drin steht. Bestimmt. Hier auf Bestimmt. Temu. stimmt. Alles. Herrlich. Da will ich, wenn ich live gehe, aber auch schönes Sponsoring kriegen von Fanatec. Ja. Wahrscheinlich. Oder von Bügelbretthersteller meiner Wahl. Ich habe ja mal gesagt, ich mache irgendwann mal hier noch Stream. Gibt es eigentlich hochwertige Bügelbretter? Gibt es da irgendjemand Großes? Ich kann euch nur Tipps geben, was man beachten muss, wenn man ein gutes Bügelbrett fürs Lenkrad sucht. Ja. Mit verstärkten Streben. Ja, also wichtig ist, dass die unten so länglich sind, damit die nicht so gut wegrutschen können, also nicht so klein zum Aufstellen. und das Ding muss schön höhenverstellbar sein. Das ist Ja. wichtig. Der Chris, wo ist denn jetzt wo ist denn die Bezeichnung jetzt hin? Der Chris hat bestimmt das Total Iron 10.100 Pro. Das muss ich mir angucken. Ja. Ah, herrlich. Hätte was Schönes. Aber da ist ja aber wenig Platz für die Pedale. Das ist das Problem. Ja. 81 hat die Herres. Dampfbügelpresse. Tschüss, Christian. Ist rausgeflogen. Der hat sich gleich in Schock verliebt, hier schlagartig rausgegangen aus dem Discord. Musste erstmal für 879,90 € das neue Bügelbrett bestellen. Deswegen gleich raus. Da muss ich sofort loslegen, ja. Ja, also, was vielleicht funktionieren würde, wäre das, was nebendran angezeigt wurde, ist das Bügelsystem Smart U. Ja. Das liegt bei 1999. Das ist ein Bügelbrett. Hm. Ja, Bügelt das alleine oder wie? keine Ahnung, wenn ich damit schneller werde, muss ich es mir überlegen. Also es sieht auf jeden Fall, könnte zum Mercedes passen. Könnte eigentlich so hier so der schwarze Mercedes. Das stimmt sogar, ja. Ja. Hm? Diese mit dem blauen türkisen Streifen da, sage ich mal. Ja. Ja. Das gibt, glaube ich, noch mal 10% mehr Luftanpressung. Ja. Okay. Von Ja, der da muss ich da, glaube ich, mal in Stuttgart anrufen. Ja. Boah, aber 1999 für ein Bügelbrett, halt die Fresse. Ich weiß gar nicht, wie ein Bügeleisen funktioniert. Nur für Bügelperlen. So, aber ich verabschiede mich jetzt auch mal. Feierabend für heute. Ja, ich sage auch Tschüss. So, schönen Abend. Ne? Also, Euch auch. Bis nächste Woche, gell? Ciao, Ja, bis nächste Woche. Ciao, ciao. 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 Tschüss. Ciao, ciao. Also Monaco wird ein Spaß. Das Ja. wird ein Heidenspaß. Ja. Ja. Das wird spannend. Oder auch nicht. Nee, das ist kein Rennen für mich. Aber es geht noch um was, also einfach safe irgendwie durchkommen. Ja, deswegen ist es ja. Ja, aber halbwegs vernünftig durchkommen. Lars muss dann nachher bloß mal gucken, es war für Cisco wichtig, wo jetzt Tower steht mit den Punkten, Ja, das mache ich jetzt gleich mal. dass du die hinzufügst. Prapanita, hochwertige Bügelbretter. Google die nach Ja. Bügelbrettern. Was ist denn Ja. mit euch los, Jungs?
Geil. Ja, wenn ich jetzt noch 2, 3 Saisons irgendwie fahre und es gut läuft, dann fahren wir alle mit dem Ding. Wir holen uns extra eine Bügelbretter. Ja, also das Relax Days Bügelbrett für 67 Euro. Das ist vom Gerüstbau relativ praktisch zum die Pedale drunter kriegen. Das ist ein schönes Billig-Bügelbrett. Ja. Und guten Abend Marshmallow. Du wunderst dich sicher, warum Formel 1 gestreamt wird und wir uns über Bügelbretter austauschen. Das ist die Nachrennbesprechung, weil der gute Chris immer mit seinem Lenkrad am Bügelbrett hängt und hier die Zeiten in Asphalt brennt und damit mit seinem Bügelbrett 5000 4K 80 Pro Weltmeister geworden ist. Deswegen gucke ich gerade, wo ich die nächsten 1000 Euro investieren soll in Equipment. Ja, also ich kann da Kaufberatung geben. Herrlich. Das Mabi 1000 RL sieht auch spannend aus. Das muss ich mir angucken. Wie schreibe ich das? MABI Ja. 1000 RL. Nee, das ist ein Rennen zum Zugucken, glaube ich. Ja, doch, das könnte man, das sieht sehr interessant Das aus. sieht modern aus auch. Ja. Das kannst du mal in der Wohnung stehen haben mit dem Lenkrad dran. Ich bin mir nicht sicher, ob das standfest genug ist oder nicht. Mhm. Ach, du hast bei dir bestimmt auch Betonklötze oder sowas drunter. Das Last. Also ich habe, das ist halt das alte Lenker, Lenker sag ich schon genau, das alte Bügelbrett von meiner Mutter, was sie sich irgendwann in den 90ern gekauft hat. Die Dinger sind rustikal, damit kannst du alles machen. Krass. Auch das Bügelsystem Fashion Master, das sieht auch sehr schön aus. Herrlich. Master. Bügel. Ja. Wie ich jetzt hier die ganzen Dinger mal am Googeln bin. Ja. Fashion Ach, das ist- Master. Das Fashion Master finde ich super. Das Rollen, das kannst du durch die Gegend rollen. Ja, das kannst du verpacken. Wenn du mal nicht mehr Formel 1 fährst, rollst du es einfach beiseite. Ja, wenn ich es mit in Urlaub nehmen muss. Ja. Oh wow, da nimmst du das mit, klappst es zusammen, hast dann hier so die Rolli-Rollen da unten drunter und rollst das zum Airport dann hin. Ja. Herrlich. Ja, aber wenn ich gucke, wir haben schon viele Jungs. Wir hätten 16, wir hätten 15 Fahrer insgesamt. Gut, Bernd, die alte Mannschaft, hat gekündigt. Schmecki, Linas, Emir, weiß man nicht. Ja, da müssen wir dann eh wieder gucken, ne? Wenn dann noch, sage ich mal, vielleicht 2, 3, 4 neue dazukommen, müssen wir eh wieder hier Verhandlungsstatus hier, wer kann wann, wie, wo bist. Und da werden wahrscheinlich ja wieder 2, 3 wieder rausfliegen, weil die dann an den Terminen, wo es für die anderen passt, vielleicht nicht so passt. Naja, wieder eine Umfrage über Discord und gucken. Ja. Und da ist es dann wirklich so, die am meisten für einen Tag abgestimmt haben. Da Ja. wird dann halt da. Aber ich denke mal, es wird bei Dienstag oder Donnerstag bleiben, eins von beiden. Ja. Ne, Freitag war ja für mich immer der optimale Tag, aber da kann ja Cisco automatisch schon nicht wegen Family Day. Ja. Ich wollte noch einen wichtigen Einwurf machen. Und Bügelbrett. zwar, ja genau, wer ein sehr gutes haben möchte für einen kleinen Preis, da kann ich das Bügelbrett Trend raussuchen. Das ist von Bischof Barmer. Das ist auch ein sehr, sehr, sehr praktisches Modell. Weißt du, Lars hört gespannt zu, weil er irgendwelche Einwände hier zum Formel 1 Ligasystem hat, ist, und ja. Ja,
werde, glaube ich, heute Abend von Bügelbrettern träumen. Ja, hier gibt es sogar welche mit Fotoaufdruck. Chris, das ist doch was. Wenn wir mal Formel 1 Fan-Treffen machen, machen wir ein Foto und dann machen wir dir einen Bügelbrettbezug mit Foto. Der kommt drauf, das sag ich dir. Ei, Sachen gibt's. Aber wenn du da Bügelbrett mit Foto, da könntest du eigentlich auf Fanatec einfach ein Foto drauf bügeln lassen. Das muss ich mir mal unter die Favoriten speichern. Das ist eigentlich eine gute Idee, wenn man größerer YouTuber, Streamer wäre. Da kann man sich wirklich den Bezug seiner Wahl da drauf machen. Ja. Ah, das ist, glaube ich, eine Marktlücke auf TikTok oder YouTube oder Twitch. Formel 1 Sim-Racing-Fahrer am Bügelbrett. Das gab's, glaube ich, noch nie. Aber jetzt mal ehrlich, warum kostet das Bügelbrett 1000 Euro? Was ist da so besonders dran? Ach, das ist ein bisschen Schnickschnack. Wo ist Das ist ein das bisschen jetzt? Spielerei und halt bessere Qualität. Das ist halt Mit WLAN verbunden, hat Boxen drin, oder was? Bügelstation, da ist ja alles mit Dampf reinigen und trocknen. Ach so, eine, da hast, ja, du, da hast du hier noch so, wo du der Hemden drauf machen kann, wo dann so die Hemden, das Föhnen dann hier trocken geföhnt wird, dass Bügel hier knitterfrei ist und eine ganze Station ist das. Ja, dabei ist eigentlich das Elementare ein sehr, sehr guter Halt an den Füßen unten. Eigentlich gar nicht schlecht, wenn Christian sich das kauft, weil wenn da so eine Lüftungsanlage für Hemden oder so ist und er sitzt da genau davor, jetzt ohne Helm, dann wehen ja die Haare weg und so. Das ist ja, als würde er Zugwind im Auto bekommen, weißt du? Also das ist schon Feeling pur. Ja. Da muss ich Gran Turismo aber nehmen und ein Cabrio nehmen oder so. Oh, stimmt, solche Hindernisse müssten wir für einen Chris einführen, weißt du, er muss mit Motorradhelm muss er fahren, Formel 1, weißt du? Ja. Und dann ein Ventilator auf Stufe 120, der einen Gegenwind simuliert. Eine Partnerin gab's nicht, ne? Bei dir. Nein. Die dann hier mit der Sprühdose noch ihr Wasser zusprüht, wenn es regnet, weißt du? Ja gut, bei Shanti hat die auch das Gefühl, so wie wenn die eigentlich beim Rollstuhl spazieren, müssen die auch mal das Wasser reichen und gucken, dass du nicht vom Stuhl fällst. Ich weiß gar nicht bei welchen. Ach ja, stimmt, ja, genau, das war ja das ja. Mit der Boxtrinkflasche. Das muss ich auch spielen. Da habe ich die Demo gespielt, habe das Spiel gekauft und habe es auch noch nicht gestreamt. Aber wie so viele Spiele. Ja, September wird auch wieder ganz schlimm. Fußball. Achso, Fußball kommt, ja. Na, Fußball habe ich schon vorbestellt, dann kommt wieder so ein Koop Lego-Spiel, was ich mit Shanti dann spiele. Hier wie It Takes Two oder A Way Out, wo einer nur das Spiel besitzen muss und der andere kann per Freundespass oder wie das sowas Passt, ja, mitspielen. Ja. Dann kommt da was Neues? Ja, von Lego. Da spielst du halt, spielt jeder ein Lego-Stein mit einem Pin. Und dann musst du dir halt eben durch die Rätsel und bauen und Lösungen finden. Also das sah ganz lustig aus. Und dann kommt noch Lego Party raus. Das ist so wie Mario Party, nur als Lego. Da bin ich auch gerne dabei. So, aber ich werde mich jetzt verabschieden. Ja. Wobei ich noch eine Sache wissen möchte von dir. Ja. Du hast beim letzten Mal was wegen gesagt wegen Sims 4, dass da irgendwie eine Alternative rauskommt. Genau, Insoy. Insoy heißt das. Ja. Ist das auch auf der PS5? Das ist angekündigt worden, dass es kommt, aber ich glaube, es gibt noch keinen Release-Termin dafür. Ich gucke nochmal. Du kannst auf jeden Fall auf die Wunschliste setzen, das ist schon drin. Und Ach, das ist schon im PlayStation Store drin, oder? Genau, du kannst es schon okay. wishlisten, aber ich glaube, ein Datum gab es dafür noch nicht. Weil da hätte ich Lust drauf. Das wäre geil. Insoy neu angekündigt. Veröffentlichung in Kürze steht nur da. In Kürze, na gut, ja. dann wird's ja
Ja, gut, kann auch Ja. 2026 sein. Da steht, bei mir wird gerade von KI gesagt, soll Anfang 2026 erscheinen. Hm. Für den PC im Early Access ist ja gut. Bis dahin vertreiben wir uns die Zeit im Eurotruck Simulator, oder? Das wäre Den doch auch was. Eurotruck-Simulator am Bügelbrett. Ja, genau. Ja, Der Bügelbrett Euro. Ne, der Euro Bügelbrett Simulator 2. genau. Hätte auch was Schönes. 13, sag ich ganz ehrlich, würde es mich schon den Eurotruck Simulator auf der PlayStation 5 zu holen. Ja, also ich werde es mir definitiv holen. Weil ich hatte es mal auf dem PC, aber mein PC war eigentlich zu schwach dafür, da musste ich immer die Richtig. schlechtesten Grafikeinstellungen nehmen. Das ist bei mir dasselbe Problem gewesen. So. November machen wir dann die Project Motor Racing Liga auf, oder? Stimmt, das ist ein neues, was ist das, so ein neues Project Cars. GT7 oder sowas? Ah, Nee, ist das von Project Cars? Genau. Ah, okay. Irgendeiner hat das sogar vorbestellt. Wer ist denn das? Wer ist denn der rote Rennkopf? Der rote Rennkopf? Ja, na, weil immer dieses Spiel haben Leute auch bestellt. Ach, das ist Rotti von Cisco, glaube ich, einer von Gran Turismo. Da muss ich mal in den Online-Store reingucken. Weil Das Project Cars war schon geil damals. Das habe ich ziemlich viel gespielt. Ja, Fand ich schon cool. kommt am 25.11. raus. Ist das so ein bisschen simulationsmäßig oder geht das eher in so eine... Ich glaube, es geht in Richtung Gran Turismo, würde ich jetzt so vermuten. Ja. Ja. Oder Assetto Corsa meinst du Assetto was? Corsa, ja. Mhm. Weil sowas wie Grid oder Need for Nee. Speed und sowas Nee, früher nee, gab, nee. das ist jetzt nicht so meine Richtung. Nee, das das mag ich auch nicht so. so wie es jetzt so angekündigt wird, soll es auch in die Richtung Simulation gehen. Ob es jetzt eine volle Pulle Simulation ist wie iRacing und Race Room oder sowas, das weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Aber grundsätzlich habe ich es auf der Liste und werde es mir auch vorbestellen. Also ein teurer Spaß wahrscheinlich. Ja, na, bei mir immer, weil ich brauche immer die Full Blow Master Version für 99,99. Wieso brauchst du das denn? Das ist bei mir irgendwie zwanghaft, tatsächlich. Scheißegal, ob ich das ganze Zubehör brauche, aber ich hab's erstmal alles dabei, was es zum Release gibt. Ja, aber bei Battlefield geizt er dann an 60 Euro. Bei 60 Ja. Euro, Ja, was, da sind wir bei 120 und ich hab's tatsächlich, Ja, glaube ich, stimmt. auch auf die Liste gemacht. Ne, 110 ist es. 110, glaube ich, ja. Ja. Aber hat mich jetzt nicht so, ich habe es getestet, es ist natürlich grafisch, war es jetzt schon okay, aber es ist also jetzt nicht groß anders. Hat mich jetzt nicht so abgeholt, von daher denke ich, nein. Ich finde einfach nur, es ist ein bisschen zu viel los auf den Maps. Also irgendwie, keine Ahnung, du spawnst und sofort kracht das und scheppert das und Ja, es war schon. da brennt einer und da fliegt eine Leiche durch die Gegend und das ist irgendwie alles sehr wild. Da wollte ich euch mal fragen, oder vor allen Dingen Chris, was sagst denn du zu Delta Force? Habe ich mich noch Das- gar nicht mit Lars beschäftigt. hat's gespielt. Nee, ich habe es nicht gespielt, Oder ich habe es runtergeladen. Ja, Ich habe es runtergeladen, weil ich es durch Zufall gesehen habe, weil ich dachte, gratis. kostenlos Spiel ist vor im, kurzem, ja, vor kurzem erst genau, rausgekommen. im Ist er- PlayStation Store, habe ich jetzt mal einfach runtergeladen. Habe ich noch nie ausprobiert. Oder? Ja, Ome. Ome, Ja, ja. kannst du Oh. runterladen. Ja, ja. Delta Force. Geht das geht das auch in eine Battlefield-Richtung, eine COD-Richtung? Das kann ich dir nicht sagen. Der ultimative, moderne, teambasierte Taktik-Shooter steht hier. Weil da würde ich auch gerne mal reingucken. Klingt schon sehr interessant. Also reinschauen Ja. würde ich ja gerne auch mal. Und ist am 19.08. rausgekommen. Mhm. Ich sag, da könnten wir auch gerne mal zusammen reingucken, wenn wir da 2, 3 Leutchen haben. Da würde ich gerne Ja, mal reinschauen, ja. Ja. Hast du schon mal angetestet, Mo? Nee, tatsächlich nicht, nee. Weil da wollte ich euch oder den Chris mal fragen, halt eben, weil ich ja mit Chris Battlefield mal reingeguckt habe, ob das auch was für ihn. Es gibt ja Leute, die sagen, boah, nee, nur Battlefield, alles andere nicht, weißt du? Also ich Aber- habe halt so ein Rating von 2:14, wenn du verstehst. Also ich Ja. töte 2, aber werde 14 Mal Das getötet. geht mir genauso.
Das ist übel. Ja. Und als ich auf Battlefield 6 war, habe ich gedacht, okay, das sieht schon, es ist alles grafisch, keine Frage, alles gut. Aber mir waren die Maps zu klein für ein 32 gegen 32. Das ist einfach too much. War zu klein. Das war das was war das? Eroberung? Nee, was Ja. hatten wir? Eroberung groß hatten wir. Und das, Genau. da Also, ist dir die Map zu klein? Also halt Die für die Map, Anzahl an Spieler meinte halt. für Anzahl der Spieler war mir die Map einfach Okay. zu klein. Ja, Weil wie gesagt, wenn ich jetzt an Battlefield 4 denke, da keine Ahnung, wie die Maps jetzt alle heißen, Goldmundbahn oder wie auch immer, die waren ja riesig. Da konntest du mit einem Hubschrauber oder einem Panzer. Das waren ja hier alles eher so Städtegeschichten, ja, wo du du hast die Gegner manchmal gar nicht so richtig wahrgenommen. Also das ja, aber das war bei mir immer ein Grafikproblem, sag ich mal, weil die Grafik so detailliert und alles, da hat dort ein Palmchen gewedelt, da war dort ein Staubkörnchen. Ich habe manchmal auch ganz hinten im dritten Block da hinten auch die Leute nicht gesehen, weil ich dachte, das ist irgendwie eine Palme oder sowas. Nee, aber so, ja gut, ja, bei Battlefield ist wieder was anderes, halt Haufen Kohle für einen Arsch voll kriegen. Aber vielleicht finden wir ja bei Delta Force hier mal so eine Ründchen und ab und zu mal, muss ja jetzt nicht jeden Tag oder alle 2 Tage sein, aber ab und zu mal reingucken. Ich habe nicht so viel Zeit wie ihr. Ja. Versuchen wir es auf jeden Fall gerne machen. Ja, auf jeden Fall. machen. Und Bei Battlefield muss Jan macht einfach mit, weil er der 4. Mann jetzt gerade noch im Discord ist. Ja, genau. Ja. Ja. Also bei Battlefield muss ich aber auch sagen, mal schauen, ob das Endspiel dann auch wirklich das ist, was wir in der Beta gesehen haben. Oder wie weit das noch verändert wird. Ja. Ja, klar. Jetzt Aber am meistens Essen. wird da ja gar nicht so viel, also es wird schon geändert, aber wenn die Beta, die du jetzt da schon gespielt hast, die kommt zum Release und dann die fangen ja jetzt schon an, dann wieder nachzujustieren und das dauert dann erst, das geht ja dann nochmal ein paar Wochen, bis dann die Aktualisierung kommt. Ich glaube nicht. Wann kommt es denn raus? Jetzt irgendwann im September, oder? Oktober raus, ne? Oktober. Ich glaube 11. Oktober, oder okay. was. Ja. Genau, schauen wir einfach mal. Genau. Wir bleiben wegen Delta Force dann einfach mal in Kontakt, wann Ja. jeder so ein bisschen Zeit hat, mal 1-2 Stunden und dann gucken wir da mal rein Genau. zusammen. Und ansonsten würde ich euch jetzt einen schönen Abend noch wünschen oder eine gute Nacht. Und Das wir wünsche mal ebenso. hören uns Ja, am euch auch. Dienstag spätestens. Ja, Na? genau. Alles klar. Nächtle. Ciao. Jo, bis dann, ciao, ciao. Ciao. So, noch ein bisschen alle Themen durch gebabbelt. Vom Bügelbrett zu Games und von Games zu Bügelbrettern. Durch Rennsituation ein erfolgreiches Rennen gewesen. Bin zufrieden. Ich glaube, von der Pace her wäre es auch sehr Augenhöhe lastig geblieben. Ich glaube nicht, dass es sehr eindeutig geworden wäre. Hätte Chris jetzt keinen Zwischenfall gehabt, wäre das sicherlich noch ein spannendes Rennen gewesen. Ja, aber wie vorhin schon gesagt, leider durch den Krankenhausaufenthalt das eine verpasste Rennen sind jetzt leider die Punkte, die fehlen, um hinten im letzten Rennen nochmal Spannung reinzubringen und die Weltmeisterschaft. Aber das Ganze hat Chris solide durchgefahren und auch verdient Weltmeister geworden. Und ja, nächste Woche Dienstag dann Monaco. Schauen wir mal, was da geht, ob es eine komplette Katastrophe ist oder ob man vielleicht dominieren kann wieder. Und ja, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich bedanke mich beim Lars fürs Reinschauen und fürs Organisatorische natürlich wieder. Barclay, vielen Dank fürs Reinschauen. Chris, danke fürs Reinschauen. Glückwunsch ans Bügelbrett für die Weltmeisterschaft. Und Marshmallow auch an dich. Dankeschön, das habe ich übersehen. Schönen Abend dir auch noch. Und die einzigartige Shanti auch an dich. Vielen, vielen Dank.
Und an alle Neuen, wenn es euch gefallen hat, gern ein Like und ein Abo da lassen, würde ich mich sehr darüber freuen. Und auch gerne unten in der Videobeschreibung bei den Kontrahenten und Mitstreitern vorbeischauen und Liebe da lassen. Und ja, ich bedanke mich vielmals, wünsche euch noch einen schönen Abend oder eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Ciao!